Servus Leute und willkommen zu unserem heutigen Stream von Final Fantasy 16. Ich habe jetzt eine Weile nicht mehr gestreamt. Ich habe ja ewig Urlaub gehabt. Jetzt seit Montag arbeite ich wieder und ich war da einfach zu K.O. Deswegen voraussichtlich wahrscheinlich erstmal nur an Wochenenden streamen. Während der Woche dann, je nachdem wie fit ich bin. Aber naja. Jetzt wird erstmal gezockt. Ich muss mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen, ey. Ist immer so merkwürdig, wenn man ein paar andere Spiele gespielt hat. Ich versuche die ganze Zeit mit allein zu sprinten. Ich habe ein Spiel gespielt, bei dem man das macht. Ich mach mal die Karte nochmal auf. So, bei den Händlern gibt's nichts Neues. Ich habe eine neue Post anscheinend. Ich kann mir die Post angucken und dann am Jagdbrett gibt's neue Aufträge, habe ich gerade gesehen. Kupka ist dead as fuck. Von dem wirst du nichts mehr hören. The state of our coffers is anything to go by. So, wer hat denn geschrieben? Ach, der Typ. Eine Wüstenallianz. Sid der Zweite. Gestatte mir, mich noch einmal für meinen anfänglichen Mangel an Vertrauen zu entschuldigen. Aber ich bin mir sicher, dass ein Mann wie du versteht, dass man sich das erst einmal verdienen muss, vor allem in Zeiten wie diesen. Wie auch immer, meines hast du jedenfalls verdient. Jedenfalls jetzt, Gott ey. Und du kannst dir sicher sein, dass du es so schnell nicht mehr verlieren wirst. Möge dies der Beginn einer fruchtbaren Freundschaft sein. Seiner. Wenn man das so überhaupt ausspricht. Ja, ich glaube, ich werde mal irgendwann demnächst die Wärmeleitpaste in der PS5 austauschen. Warte, gibt es überhaupt Wärmeleitpaste? Ich glaube, da gibt es keine. Ich glaube, die ist mit Metall gekühlt. Ich glaube, da gibt es gar nichts zum Austauschen. So, erstmal zum Ogri. Elo Nektar. Das Jagdbrett. Was gibt's Neues? 4 Stück. So viel. C. Wow. A und fuck. Okay. S. A was höchst, was ich bisher gemacht hatte. Ich muss da wieder Bilder machen von den Dingern. Wetterwarnung, Hitze. Danke, Handy. Das hätte ich ohne dich fast nicht gemerkt. Grimalken. Der Zerstörer der Welten, das hört sich irgendwie voll heftig an. Drängende Mitteilungen, alle Fluchbrecher aufgrund der Entdeckung eines gigantischen Echos der Gefallenen in den rosaarischen Ruinen, die wir in letzter Zeit untersuchen, wird sämtliche Arbeit in der Region vorerst eingestellt, damit kein Risiko besteht, dass das Echo durch unsere Anwesenheit erwacht. Gilt ein Zutrittsverbot für das gesamte Dorf. Ohne Sids ausdrückliche Erlaubnis ist es weiteres nicht gestattet, in dieser Sache etwas zu unternehmen. 20.000 als Belohnung ist schon relativ viel. Gut, machen wir erstmal das hier. Verlassene Hütte in Dalmekia. Ein Schwarm fliegender Scheusale hat vor kurzem in der Nähe eines verlassenen Dorfes auf den Feldern von Korava, Dalmekia, Felder von Korava, Dalmekia, wo auch immer das sein soll. Das schon mal nicht, das ist alles Wüste.
Bruh, ich hab keine Ahnung. Kann ich irgendwie... Ich lese mir das doch mal durch. Felder von Korra war das die... Da steht ansonsten nichts so richtig. Okay. Dann... Ja. Was mache ich dann? Ich reiß jetzt einfach irgendwo hin. An sich, was die Felder von Korra sind. Ah, ich kann die Karte hier aufmachen. Ah. Das stille Ufer, Kressingen, Grün, Winden, blablabla, Eastpool, Dämmerwald. Boah, ist das doof. Dass da nicht einfach drin steht, wo das sein soll, ey. Verlassene Hütte Dalmekia ist der Auftragsort. Dalmekia? Was weiß ich, wo Dalmekia ist, Alter? Ist das ja Dalmekia? Bruh. Ich google das jetzt fertig. Es wird zu doof. Seelenstachel. 16 Seelenstachel. Der Republik Dalmekia, genauer gesagt im Osten. Ja, wo ist die Republik Dalmekia? Fucking. Ist hier Dalmekia? Das ist Dalmekia. Echt? Ah, guck mal, da ist ja noch ein Haufen Shit, wo ich noch gar nicht war. Okay, dann mache ich das vielleicht noch gar nicht. Das ist auch ein Dalmekia, ist auch ein Dalmekia. Das da ist ein Rosaria, der Zerstörer der Welten. Gucken wir uns das jetzt als erstes an. Oh, servus First. Ich habe gerade Google im Vordergrund, deswegen sehe ich nicht sofort, was du schreibst. Ich gucke gerade wieder wegen Jagdaufträgen. Aber die Beschreibungen sind so dumm, dass ich keine Ahnung habe, wo die sein sollen, deswegen google ich das. Der Zerstörer der Welten. Im östlichen Teil von Rosaria, genauer gesagt im Bereich Chrysidia. Rosaria war, glaube ich, das hier. Oder? Jo, hier, das ist dieses Chrysidia. Das heißt, sieht müssen wir daran irgendwo. Gehen wir dahin. Das Ding ist Rang S. Rang S heißt wahrscheinlich, ich werde total vergewaltigt, bis zum geht nicht mehr, aber egal. Voll habe ich das Spiel gar nicht mehr in mir. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Steuerung ist. Boah. Was geht ab, First? Alles klar bei dir? Erst mal gucken, ob ich überhaupt noch Heiltränke und sowas habe. What are you after? Ja, doch, alles voll. Nur Elixiere nicht, die kaufe ich aber auch nicht, sind voll teuer. Ja, es ist wirklich unangenehm warm. Eigentlich habe ich 120.000. Ich könnte mir die Elixiere leisten, aber nee, scheiß drauf. Vor allem bei mir im Zimmer, ich habe Bock, dass die Katzen herkommen und hier
die ganze Zeit auf der Tastatur rumspringen, deswegen habe ich meistens die Tür zu. Das heißt, die Hitze staut nicht so, sich noch so schön auf in meinem Zimmer. Ich habe einen Lüfter die ganze Zeit, der bei mir die 24/7 rumbrummt. So, wie spreche ich nochmal? Hier, so. Ja, Katzen halt. Lustige, süße Tiere, aber manchmal gehen die auf den Sack. Okay, ich muss einfach weiter. Ich kann auch Markierungen setzen, oder? Hier, Markierungen setzen. Absteigen. Ja, ne, probiere ich jetzt mal die Steuerung noch mal kurz aus. Mit L1 markiere ich. Mit R1 weiche ich aus. Okay, das ist der Rest, die konstant Kombos machen. Wieso ist die Markierung nicht mehr? Oh Gott, ey. Hier, so, okay. Ja, ich weiß auch nicht, warum die das gemacht haben, Mann. Vor allem in jedem Spiel ist es anders. Wie wechsle ich das? Hier so und dann so. Achso, stimmt, ich muss ja gedrückt halten. Vor allem in einem anderen Spiel, das ich aktuell spiele, so nebenbei, das ist mit L1 ausweichen. Das ist doch voll der Mischmasch. Hier R1, dort L1, in Dark Souls und so ein Kram, wo ich normalerweise spiele, Kreis. Alter, das ist voll der Mindfuck. Mein Hirn kommt da gar nicht drauf klar, welche Knöpfe ich drücken muss. Jo, wenn es wenigstens einheitlich wäre, ne? An sich eigentlich egal welcher Knopf, nur sollten es alle Spiele gleich machen. Dann müsste ich mich nicht jedes Mal irgendwie voll umgewöhnen. Da ich so viel Dark Souls und so ein Kram spiele, ja, drücke ich immer noch, obwohl ich das andere Spiel bestimmt schon 20 Stunden gespielt habe, immer noch Kreis zum Ausweichen, obwohl es L1 ist. Jetzt drücke ich Dreieck zu anvisieren, weil es im anderen Spiel Dreieck ist zum Anvisieren. Hey, warum ist die Spinne jetzt auf dort umgekippt? Hat der Dogge die gekillt? So, also laut der Beschreibung soll das ein gigantisches Irgendwas sein. Dort vorne. Irgendein krasses Monster anscheinend. Und auf Schwierigkeitsstufe S sogar. Deswegen speichere ich sicherheitshalber. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich Game Over habe. Ich glaube, ich hatte bisher noch nie Game Over. Da vorne steht was. Wenn die das mit gigantisch? Das ist jetzt ein bisschen größer vorgestellt. Atlas, Alter, was geht mit dem ab, ey? Was ist das für Kombos, die er da schon raushaut? Okay, wie heile ich mich nochmal? So. Oh, shit.
Der macht schon viel Schaden. Jetzt mal wieder ein bisschen dran gewöhnen hier mit den ganzen Ausweichen und sowas. Hat schon Knopf gedrückt zum Ausweichen, oh mein Gott. Oh Leute, ich hab pariert was versehen. Auf die Schnauze. Mach doch mal diesen Super-Duper-Modus. Hier, das hier. Aber das Ausweichen jetzt deutlich einfacher als in einem anderen Spiel, wo ich spiele. Das ist irgendwie YS, was ich nicht aussprechen soll, diesen Namen. Das ist Ausweichen deutlich schwerer als hier. Auch schwerer als Dark Souls. Dark Souls hat mehr Iframes als in diesem anderen Scheißspiel. Wahrscheinlich ein bisschen früh, dass ich gegen den Kämpfer begann. Und verzerrte Down. Geht schon noch nicht, und ich habe viele Heiltränke benutzt. Oh. Oh. Gott, hätte mich das getroffen, hätte ich wahrscheinlich One-Hit oder so. Oh shit. Falscher Knopf gedrückt, Mann. Oh, shit, ich bin sowas von tot, ey, den Kampf. Krieg ich nicht hin. Ich hab keine Heiltränke mehr. Ah, shit. Diesen komischen Tritt von ihm, den kann ich irgendwie nicht ausweichen. Oh shit, ich bin das von am Arsch, ey, aber richtig. Ah. Wie ich das noch schaffe. Glaub's nicht, aber. Oh fuck. Ah. Die Hoffnung stirbt zuletzt, Mann. Oh. Scheiß Feuer, ich darf nicht dieses Kackfeuer treten. Nein! Oh, okay, ich dachte, ich bin tot. Ich bin mir so sicher, dass ich tot bin, ey.
Nein! Oh, ich lebe ja noch. Oh mein Gott. Also wenn ich das noch schaffe. Okay, oh Mann, ey, das... Komm, ey, das bisschen an Leben. Warum lebst du noch? Shit, was macht er jetzt für Attacken wieder? Oh, shit. Goldener Schnitt, das hört sich nicht gut an. Ah. Oh. Oh mein Gott. Huh. Oh mein Gott. Nein, komm! Oh, fuck! Oh, das gibt's doch nicht! Oh, das war so knapp! Fuck! Nochmal. Ah, Mann, ey. Habe ich meine Heiltränke wieder oder muss ich neue kaufen? Ey, Leute, die Tränke habe ich wieder, aber diese Steinhaut-Tonikum, die bleiben leer. Ah, das war asi dumm. Die letzte Hälfte vom Kampf war ich richtig gut ausgewichen und allem, ja. Die erste Hälfte voll abgeschissen. Das Spiel so lange nicht mehr gespielt und dann noch die Steuerung durcheinander gebracht. Und dann das Pattern von dem Gegner halt natürlich noch nicht gekonnt. Ich kaufe jetzt diese Steinhaut-Tonikum nochmal. Weil das überhaupt was gebracht hat. Thanks very much. Pretty well. Jetzt kann ich da wieder hinlaufen. So dumm. Ich habe gerade gemerkt, dass mein Mikrofon ein bisschen leiser eingestellt war als sonst. Ja. An solchen Stellen würde ich sowas geil finden wie so ein Marcus Fallen Elden Ring. Echt? Und vielleicht bin ich auch gerade eben erst aus Versehen irgendwie dran gekommen. Keine Ahnung. Das ist so ein Drehregler auf der Unterseite von meinem Mikrofon. Ey, diesmal schaffe ich das Kackteil, aber... Einziger Nachteil, wo ich jetzt im Vergleich zuvor hatte, hatte ich diese Limit-Leiste auf Maximum. Bin ich schon vorbeigelaufen? Nee, ich glaube nicht. Bin ich richtig? Yes. I can walk from here. Was? Echt jetzt? Ab hier darf ich nicht mehr auf Ambrosia reiten. What the fuck? Laufe ich halt, okay. Warum auch immer ich hier nicht reiten darf. Es ist so doof gemacht in dem Spiel. Er läuft jetzt so ganz langsam. Er kann sprinten, aber das macht er nicht in jedem Gebiet, ist mir aufgefallen. Und auch nicht auf Knopfdruck, sondern erst nach ein paar Sekunden, wo er schon am Laufen ist. Wieso macht man sowas? Das ist doch voll die behinderte Spielefunktion. Das sind so zwei Sachen, die das alltägliche Spielen hier irgendwie verkackt machen. Ich kann nicht auf Knopfdruck sprinten und es gibt keine fucking Minimap. Bei so einer großen Welt ist das sau nervig. Ha, diesmal steht der Spaß hier schon. Da steht er schon. Jo, komm her, Kollege.
Oh, mehr Buddies, Buddies, Buddies. Ah, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Dieser komische Fußangriff, den finde ich irgendwie so schwer zum Ausweichen. Ich weiß auch nicht warum. Aber den Angriff, den er da macht, ist interessant. Der erinnert sehr stark an den Angriff von dem Eisengolem von Final Fantasy X. Wo er dieses Schwert von oben nach unten schlägt, mehrfach hintereinander. Oh shit. Oh shit, Alter. Oh shit. Oh, 10 ist echt gut, kann ich nur empfehlen. Nur Platin darauf zu machen, so wie kacke, das mache ich nicht. Ich hab's mal angefangen und hab's dann wieder aufgehört. Das ist so ein mega krasses Gegrind, wenn man da versucht, sich Platin zu holen. Oh, du verschissener, komischer Fußtrittangriff, ey. Oh. Das ist jetzt nicht optimal, was ich hier mache, aber es ist besser als letztes Versuch. Oh, Leute. Das war so ein Parade. Das ist jedes Mal so random, diese Parade. Das ist überhaupt nicht gewollt. Ich könnte gar nicht gewollt parieren in dem Spiel. Das ist viel schwerer als ein Elden Ring oder Dark Souls. Fuck, was mach ich denn, Mann? Jetzt macht sie den Scheiß schon wieder. Wir sehen nix. Kollege. Wenn man in die Ecke gedrängt wird, Alter, das ist das Letzte. Ich glaube, jetzt verstehe ich auch so ungefähr, wann ich diesen Hitangriff ausweichen muss. Oh, shit.
Okay, das war harter Damage, ey. Diesmal schaffe ich den, ey. Ist fast tot. Einen Supertrank habe ich noch. Oh Leute, was ist das? Übermensch? Füge einem Gegner 50.000 Schaden zu, während sein Kampfgeist gebrochen ist. Kämpfe in der Halle des ewigen Eifers und voll erwacht als Ifrit ausgenommen. Auch nicht schlecht. Unerwartete Trophäe. Oh, shit. Stirbst du jetzt? Endlich! Gott, ey. Oh, keine Ahnung. Ich werde jetzt bis jetzt nicht unbedingt mega. Habe ich gerade 2 Level-Ups gekriegt? Ich habe 2 Level-Ups gekriegt, what the fuck? Okay. Orichalcum. Ach, nicht schlecht. Also bis jetzt habe ich nicht unbedingt mega Bock auf Platin. Eventuell ja, eventuell nein. Mal gucken, was ich großartig noch machen müsste, wenn ich das Spiel beendet habe. Bei Final Fantasy 15 zum Beispiel habe ich Platin, aber auch nur, weil das mega easy zu holen war. Also ich habe das Spiel ganz normal durchgespielt, wie ich es immer durchspielen würde. Und viel mehr musste ich eigentlich gar nicht machen. Ich glaube noch maximal 5 Stunden reinstecken, dann nach Spielende, Storyende und dann hatte ich Platin gehabt. Wird hier wahrscheinlich ähnlich sein. Bin zwar nicht schlecht, das Spiel, aber Bock auf Platin hätte ich jetzt nicht unbedingt. Die ganzen anderen Jagdbrettaufträge, die sind alle in Dhalmekia und in Dhalmekia habe ich erst die Hälfte von dem Gebiet irgendwie erforscht, habe ich gemerkt. Deswegen mache ich vermutlich jetzt erstmal die Hauptquest weiter. Bestimmt sagen die dann, dass ich da weiter rumforschen soll. So, was kann ich mir jetzt hier abholen? Ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Jeder kann behaupten, den Lauf der Welt ändern zu wollen, aber nur die wenigsten lassen ihren Worten auch Taten folgen. Du bist ein leuchtendes Beispiel für uns alle, ein Wohltäter. 800 Fertigkeitspunkte, das ist viel. Stimmt, ich glaube, ich habe schon länger nicht geguckt, wie es mit Skillen aussieht. 3600. Was könnte ich denn machen? Vielleicht bringt es was, wenn ich das hier verbessere. Bei großen Gegnern zieht er die nämlich so komisch herunter. Was ist, wenn ich das verbessere? Macht das dann irgendwie besser? Sieht genau gleich aus. In dem Video. Ups. Ah, nein! Ich wollte das vergessen. Was muss ich drücken? Viereck, nicht Kreis. Yes, geben Sie mir die Punkte zurück. So, was skill ich stattdessen? Also, den Satz benutze ich zum Beispiel gar nicht, habe ich gemerkt. Hier, 25 Punkte, okay, ne, die brauche ich nicht. Das benutze ich ja auch nicht, aber brauche ich auch nicht wirklich. Das ist nicht schlecht. Trampler benutze ich gar nicht. Provozieren benutze ich gar nicht. Senki brauche ich nicht. Ja, ich werde Lebensflamme gerne nochmal verbessern. Ich glaube, ich spare dann einfach auf Lebensflamme nochmal. Der Move macht auf so schon scheiße viel Damage. Wenn ich nochmal drauf skille, wird das saukrass. So, was geht ab, Alter? Clive, you're back. I am. Der Typ hat so eine krasse Raucherstimme, Alter. Clive, you're back. Well, I'll be.
All of our comrades who lost their lives back at Sid's place be smiling down at you right now. We had a stolus from Lubor saying Drake's fang had fallen. I expect that was your doing as well, was it? It's a long story. One for the history. Das hat man gerade aber richtig krass gehört irgendwie. Welcome home, Clive. It's good to be back. You look better. I feel it. Which means I'm coming on your next little adventure. You're not leaving me behind again. Wouldn't dream of it. Otto, any word on the royalist movements since I've been away? Shouldn't you be putting your feet Da up? jetzt Titan, also dieser Hugo-Typ tot ist, schätze ich, geht's weiter mit diesen Mutterkristallen. Go and have a word with Vivian. Der letzte Mutterkristall, der wurde ja... Den wollten wir gar nicht kaputt machen, den hat ja der Hugo aufgegessen. Und wurde dann einfach zu irgendeinem so komischen Über-Titan. Das Zeug von Vivian ist immer so stark trocken. Jetzt sieht man wieder die Karte und die erzählt dann wieder irgendetwas von der da macht dies und das, dieses Reich macht dies, das, jenes. Wie in der Schule. Suggests that you picked up something more important. A scent. The scent of Waludas. The very same. But whatever plans Kupka was hatching with the royalists, he took them to his grave. As did his men. Slaughtered by the orcs who'd taken over the Fang. Orcs, Vivian. I've never seen such creatures in Storm before. The Waludas must have ferried them over from Ash, but why? Why work to rescue Kupka only to invade his home? The mother crystal of an allied nation. Valuta, ich glaube, das sind die Bahamut haben. Do you know the tale of the blind men and the adamantus? One can often be led astray by focusing too closely on individual details. One must instead see the bigger picture. And what bigger picture is there than my map? Gibt nur noch The 2 kingdom of Kristalle. Walud claims dominion over all of Ash. 3 habe ich zerstört, also gab's 5. By the bloody conquest of Barnabas Tharm, the dominant of Odin. The Canvarian War of Independence in 849. The Battle of the Twin Realms in 865. The Battle of Belinus. Ich hab gewusst, dass die Kackart wieder auspackt und trockene Scheiß vor sich hin labert, Alter. Ja, das kann ich mir auch alles merken, was sie da erzählen. But of late, the warrior king appears to have laid his sword to rest. Battle rages for control of the crystalline dominion. Yet Tharm sends not a single ship in support of his Dalmekian allies. Meanwhile, the Blight ravages great swathes of Ash. Yet warlike Walud shows not the faintest interest in laying claim to untouched lands. So why go to the trouble of sending an army of orcs into the heart of Drake's Fang, only to make no attempt to claim the Mother Crystal for Walud? It can hardly be for lack of men. Tharm's armies rival any in the Twins. No. We have not seen the last of the Waluda standard. Odin will ride again. It is but a question of when. Odin ist auch so ein And on that day, geiler Esper. who will be trampled underfoot? Ritter auf einem Pferd, nur in krass aussehend und groß. In summary, I know not to what end the royalist betrayed Kupka. I know only that it is part of some broader scheme. A scheme tied to the ambitions of one man. Das ist wahr. But there is no need to wallow in confusion. If one is to cure a sickness, one must first identify the symptoms. And your Lord Uncle has volunteered to do just that by keeping an eye on the Royalists' movement. Ohne Moment, ich mache mal kurz die Klimaanlage an, sonst sterbe ich hier. Ich bin gleich wieder da, 1 Minute.
So. Eigentlich wollte ich die Tür gerade offen lassen. Aber meine Frau kocht gerade drüben und das brutzelt volle Kanne und man hört so richtig laut im Mikrofon. Deswegen lasse ich die Tür erstmal noch zu. He's really throwing himself into this. Indeed he is. Which means all that remains for us to do is await his reports. Well, Und Eis wäre echt nicht not schlecht. quite all in your case. Ich habe Eis da, aber The people of the hideaway must hear the mit einer Hand news. Eis essen, mit einer Hand spielen ist irgendwie kompliziert. Hugo Kupka is dead. The wounds he left that night are still raw. Ja, ich hab's gesehen. Ich habe so einen Ausschlag, den ich da extra sehe fürs Mikrofon. Für die Sensibilität, was er so alles aufnimmt. Als ich gesehen habe, wie laut das aufgenommen hat. Obwohl da schon so ein Rauschfilter drin ist, weißt du? Toller Rauschfilter, wenn man das ganz Gebrutzel da hört. What can I say? I am only human. And we are, all of us, sentimental animals at heart. I suppose we are. Very well. I'll go and spread the word. Spread the cheeks, boy. Sprich mit. Die Händler haben neue Sachen, steht da gerade. Der verkaufte auch neues Zeug. Was verkauft die denn Neues? So stimmt, die verkauft ja auch Ausrüstung. Well, someone looks pleased with himself. Wahrscheinlich Schilde, Waffen oder so. Schrott. Nothing escapes you, Lady Karen. It's true. Kuka is dead. Dead if. No more looking over our shoulders then. Good. I'm starting to get a crick in my neck. Don't let it go to your head though. Ey, du weißt nicht zufälligerweise, wann diese riesengroße Mod rauskommt für Dark Souls 3. Wo Archthrones heißt. Ich hab voll Bock auf den Mod. Is it business or pleasure? Go on then. Ja, Stärkerwaffe. Was ist das für ein komischer Name? Ja, das ist so ein Mod, wo für Dark Souls 3 irgendwann rauskommen soll, wo die Vorgeschichte zu Dark Souls allgemein erzählen soll. Das soll riesengroß sein, so mit Wüstengebieten, also mit wirklich komplett neuen Gebieten und sowas auch. Nicht nur so ein bisschen verändert. Kaufe ich die Waffe? Ja, scheiß drauf, ich kaufe die einfach. You're rubbing me blind, you know. Das ist nix, das ist nix. Das ist teurer Scheiß, hole ich mir nicht. Brauche ich jetzt nicht. Na, Heiltränke, stimmt, ich habe gar nichts mehr. You'll not find a better price than that. You're rubbing me blind, you know. It'd better all be here. Sieht auch sau nice aus, wenn man sich das mal anguckt. Come again. Ich bin normal nicht so ein Mod-Spieler, aber das ist etwas, was mich richtig interessieren würde. Blackthorn, do you have a moment? What is it? I'm busy. I wanted to tell you that Hugo Kupka is dead. I can't tell you how long I've been waiting to hear those words. Das sieht voll sad aus gerade. A new beginning under a new Sid. I'll try to live up to the name. So, der andere ist wahrscheinlich diese komische Hippokrates. Ne, da steht jetzt Harpokrates. Hört sich voll griechisch an im Vergleich zu allen anderen Namen. Ah, Clive. Have you come seeking the gift of knowledge? No. To share mine, actually. Hugo Kupka is dead. Oh my. Can it really be true? Look, he's crying. Das Kind ist voll die Bitch, ey. He is. Big baby. Dem Kind direkt ins Gesicht treten, ey, ohne Witz. And with good reason, children.
She's at tears of joy. We must offer up a prayer to your parents that the heavens might weep with us. There shall be no lessons today, only thanksgiving and merrymaking. Go, put away your things. All right. MuschuFuschu Kind macht sich erstmal lustig darüber, dass der Mann da war. What the fuck? Finally, a new dawn has broken. It has. Thank you, Clive. I cannot wait to share the good news. Hippocrates. After Kuka fell, Ultima came to me. I need to know what he is. Have you learned anything? Alas, no. And not for want of trying. Ich frag mich, wann wir mal uns mit Joshua treffen, weil Ultima ja im Prinzip in ihm drin ist. Das hört sich irgendwie komisch an. Not even the sort of conspicuous absence that might suggest a concealment of fact. It's not what I meant. Almost tempted to conclude that such a creature never existed. But I saw him with my own eyes. I don't doubt that you did. Alas, it seems you are the only one who has. To others, he reveals naught. We see only that which he leaves in his wake, like some terrible force of nature beyond the ken of mortal man. A bringer of death. Whether the Ultima you met with was the being itself, or merely another projection of its power, I know not. But until I do, my investigations shall continue. Thank you. Und man kann das nicht der echte gewesen sein. Der echte ist ja eingesperrt bei Joshua. Das ist eigentlich wirklich so, wie das alte Typ gerade gesagt hat, so eine Art Projektion gewesen sein. I'm telling you, it's true. I heard it from Otto's own lips. In letzter Zeit spiele ich immer so schlecht aussehende Spiele. Das ist schon nicht schlecht, sich mal das hier anzugucken. Das sieht schon nicht schlecht aus. Jo, ist schon nicht schlecht, was so eine PS5 leisten kann. You barely sat down since you came home. Vivian got you running errands or something? Just spreading the word. Just spreading them cheeks, boy. So, the professor's got a soft side, has she? I'd never have guessed. No. She was right, though. Everyone was glad to hear the news. Ah, but you ain't told everyone. I can think of plenty of friends back at the old hideaway who'd sleep more peacefully for knowing. Was am alten Versteck? You should tell him. Ah, okay, jetzt checke ich, was der will. You're right. I should. Ich dachte schon, das alte Versteck gibt's noch. Der meinte, dass man Well, die Toten das erzählen wird. Okay. be sure to take Mid with you. She's been going at it hammer and tongs down in that workshop of hers, trying to do her father proud. I can't remember the last time she visited the old sod's grave. Very well. I'll suggest it. Okay, mit. Wie komme ich da ran? Ich glaube, ich muss da hoch. Ich hoffe, man sieht noch irgendwann das Luftschiff hier fliegen. Nee, es muss einfach sein. Leicht dunkel hier unten. Schon brutal lange Haare. I'm going to visit Sid, Gehen mindestens bis zur and I thought you might Kniekehle. like to come with me. Sorry, I'm too busy for all that right now. I've got to get this thermal displacement stack sorted. Thermal. Displacement stack. Here. And this is
for... Only the fastest, finest ship the world has ever seen. The Enterprise. Oh, lol. Me and my dad designed it together. Where other vessels rely on the fickle winds to drive them through the water, ours is fitted with mithril engines. And those things have got more push than a behemoth in a bad mood, and more heat than all the hells put together. Which is where the stack comes in. I may have already talked some tight-lipped shipwrights into putting the hull together for me in a little dockyard in Canva. But the stack's a bit more involved, so I'm building it here. I see, das Ding in Futurama auch so, oder was? So involved that I'm running behind and it's starting to hold things up over at the Das ist eigentlich auch eher so ein Running-Ding in Final Fantasy, da gibt es auch mehrere Luftschiffe, die so heißen. Whenever that is. Is there anything I can do to help? Good old Clive. I were hoping you'd say that. First things first, I need some parts meching. The stack will be made up of 3 major components. There's the plating, here, that channels hot vapors away from the engine. The helm over the top, that disperses all that heat into the air. And the shielding around the sides. That stops the rest of the ship from going up in flames. A full suit of armor, then. Probably best to take it one piece at a time. Then you'll need to start with the plating. Everything else fits onto it. I've got the designs and the list of materials here. Show these to Blackthorn. He'll know what to do. Stimmt, um zu den Valutern zu kommen, braucht man ja ein Schiff. Das ist ja sonst wo. I can't make head nor tail of them. Das ist ja die See da dazwischen. Luckily, you don't need to. Ja, ich weiß. Es sind so Spielen. Nur bei Clive hört man das im Vergleich zu den anderen echt wenig raus. Irgendwie nervt mich das ein bisschen, ich weiß nicht. Wenn das so gut wie jedes Spiel macht, das ich anfasse, wo vertont ist, dann nervt das irgendwie ein bisschen. Ja gut, in letzter Zeit spiele ich viele Spiele, wo ich mir auf Japanisch anhöre. Schledo. Jetzt muss ich so komische... Ich weiß noch, wo ich hinterherlaufe und mit Leuten rede. Out with it. It's for mid. This my last chance to say I'm otherwise engaged. Spare myself the arseache. Go on then. What is it this time? She said you would know. Here. Andrea. Wer ist Andrea? Das sagt mir nichts. Krieger's Tates. What the fuck? Well, I don't know what the hell you'd want this for, but... Ja, das hat mich an den Typen erinnert aus Elden Ring, wo bei Maricas Tits sagt. Get Gavanotto in here, will you? Right. Ich glaube, das ist auch so ein Engländer-Ding. Ich glaube, die Engländer sagen sowas. So Mid's roped us all in here again, has she? Typical. Still, if that's what it takes to get her to visit Sid's grave, I'll do what I can. And, what is it we need to do, exactly? Take a look at this. It's this plating. The usual sword grade steel won't work. We need something that can get very hot, very fast, and still keep its shape. That means an alloy. Something that won't break or buckle at the temperatures she's talking about. Which is where you lot come in. I need materials, and I've got my work cut out already. Boah, wie die uns da voll There's a einbeziehen. special kind of sand I'm after that you can only find out in the Velcroy. Stardust, they call it. As for the rest of the stuff, my usual Ich hab das mal zuletzt gegoogelt. Ich habe die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf. Ich glaube, es stand da 19 Stunden Cutscenes. Gibt es in Final Fantasy 16. 19 Stunden. Und da sind so cinematische Cutscenes aus Kämpfen zum Beispiel noch nicht mehr drin. Also, wenn man die mitzählt, das ist noch mehr. Und
Man merkt, dass es viel ist. Und das meiste davon ist nicht mal so interessant. Was ist da? Habe ich schon die Materialien oder was? Kann ich die ihm schon geben? You going after the Stardust then, are you? Which one of these two lucky souls is going with you? Word. Wer soll dich begleiten? Otto oder Gav? Ich nehm Gav mit. Gav, you're with me. All right then. So, where do we 72. find this Stardust? Machst du jetzt alle Spiele zusammen, oder was? There's a river that runs through the southern reaches of the Velcroy. It's the black sand that washes up on its banks that you're after. Southern reaches of the Velcroy, eh? That's down past Dalamil. I'll go and scout the place out. See about hiring us a wagon to bring the stuff back to. Selbst für alle Spiele zusammen wären 72 Stunden zu viel. While you're off having a pat, Ah ja, du meinst die längste Cutscene. Blackthorn Supply. Ja, Metal Gear Solid 4 hat die längste Cutscene der Welt. Ich glaube, es waren über 80 Minuten, glaube I'd like ich. to see him try. Gegen die längste zusammenhängende Cutscene. In your own time. Ja, aber das ist interessant gemacht. Das ist wie ein richtig interessanter Film, ja. Und hier laufe ich von A zu B, von Person, was weiß ich, von Otto laufe ich zu Schledorn und sage, jo, Schledorn. Nee, von Mit laufe ich zu Schledorn, nachdem Mit mir diese komischen Blueprints gegeben hat. Dann gebe ich die Schledorn und dann zeigt er mir nochmal die Blueprints und dann holt er noch Otto und Gav und dann zeigt er nochmal die Blueprints und dann muss ich nochmal mit Schledorn reden und dann fragt mich Schledorn, willst du mit Otto oder mit Gav dahin gehen, wobei das eigentlich scheißegal ist. Das ist halt uninteressant einfach nur. Clive. Das ist einfach uninteressant, ey. Ja, ich bin Clive. Los, verbessere meine Waffe, du Bitch. Verstärker. Do it. My best work, but it'll do. Yeah, that should do you. Anything else? Vermutlich spiele ich deswegen auch das Spiel gar nicht so oft. Ich würde es vermutlich öfter spielen, aber es ist manchmal so langweilig. Es ist nicht schlecht, ja, ich würde es nicht schlecht reden. Es ist ein gutes Spiel, aber manchmal zieht sich das. Ja, anscheinend gibt es eine neue Nebenquest. Was geht ab, Kollege? How are you doing? How you doing? Anything catch your eye? Das Gesetz der Rache. Wo ist das? Kielbrück. Ah lol, das teleportiert mich direkt zu denen, wenn ich das mache. Das habe ich gar nicht gewusst. Das ist hier voll zeitsparend. Ja, das wäre ja bei weitem nicht das erste Open-World-Spiel von Final Fantasy. Die ganzen anderen haben es auch hingekriegt, interessant zu sein. Interessanter. Es ist interessant, aber... Jo, ich denke, du verstehst so ein bisschen, was ich meine. I have a concern which you may be able to assist me with. Go on. There are whisperings afoot of shadowy figures having been sighted outside the village. Rustlings in the undergrowth, suspicious noises. My people fear that they're being watched. It may be no more than a surfeit of nerves, understandable in the current climate, or it may be the prelude to something altogether more dangerous. Given what I hope you'll forgive me calling your nose for trouble, I wondered if you might investigate. Natürlich, ich bin der Mann für alles. Ich töte Götter. Excellent. Und nebenbei schlichte ich Probleme in deinen komischen Kampf. Listen to their tales and make what you will of them. All right, I will. Ich hab's gewusst, dass ich wieder rumrennen muss und mit 100 Leuten reden muss. Hier, sowas zum Beispiel. Das ist so langweilig. Ich mach das eigentlich nur, weil ich bin Perfektionist.
in solchen Sachen. Ich kann das einfach nicht liegen lassen. Ich kann nicht da dran vorbeilaufen und es einfach nicht machen. Ich weiß nicht, ich krieg doch ein Hirnaneurysma, wenn ich das einfach liegen lasse. Und weil ich dann jedes Mal daran denken würde, oh, das ist doch der Nebenquest, die ich nicht gemacht habe. Oh, that. No, sorry, can't help you. I heard the rumors, mind, from the lads working over at the vineyard, but none of them has seen anything either. All right. Thanks anyway. Was, jedes Mal alles zu machen, oder was? The crystals we get from the tailor all but work. Ich denke, nach diesem Spiel hier würde ich vielleicht auch Dragon's Dogma dann mal spielen. Das muss ich auch mal wieder spielen, ey. Was kehrt die da jetzt zum Beispiel? Ja, die ist auf einem Weg voll mit Erde. Da auf Matsch, Erde, Steine, Gras. Was kehrt die da? Where was this? In Lorbert's Pass. Was out foraging for herbs when I heard it. Screeching out from between the trees. Ran back here as quick as my legs would carry me. Das ist ungefähr so, wie wenn man auf der Arbeit ist. Man chillt gerade und man merkt dann, wie der Chef um die Ecke kommt. Und dann nimmst du schnell einfach irgendwas in die Hand und tust so, wie wenn du beschäftigt wärst. Wo schickt die mich jetzt? Der Weg da entlang, okay. Seems Lorbert's Pass is our best bet then. What do you say, Torgal? Shall we go and investigate? Ich will Doggo streicheln. Braves Doggo. Jo, da an der Stelle, wo die stand, waren auch keine. Was weiß ich, ey. Oh, ich hab das mal gehabt. Ich war Azubi gewesen und der Geselle, also mein Pate, sagt man, der Geselle, der für mich zuständig war, wir haben da gechillt und ich habe da geschlafen, aber so richtig geschlafen, voll kann weggedöst. Und irgendwie sind meine Beine wohl eingeschlafen, ohne dass ich halt gemerkt habe. Ich hab halt geschlafen, ne? Und dann höre ich, wie die Tür aufgeht und ich wache auf und stehe voll schnell auf. Und dann stehe ich und dann merke ich, dass meine Beine einfach fucking Wackelpudding sind. Ich hab nicht mehr normal stehen können, nicht mehr normal gehen können, Alter. Das muss so dumm ausgesehen haben. Du musst wahrscheinlich gedacht haben, was ist das für ein Vollidiot? Das war so behindert, ey. Wer hat den Gehalt? Fucking Bitch. Halt ich selbst. Ja, wie mach ich das noch mal hier? So viele Spiele, die spielen, Alter. Das ist schwierig, die Steuerung immer beizubehalten. Alter, dieser Titan-Pausang ist schon geil. Ups. Fuck those bitches. Mir fehlen noch 1000 Fähigkeitspunkte oder sowas, bevor ich Lebensflamme nochmal skillen kann. Why were they here? Were they planning an attack on Lost Wing? I need to warn Quentin. Ist schneller, wenn ich dahin reise. Good day to you. Auf der Arbeit ist halt manchmal so gar nichts los. Da wird man müde und dann man versucht sich zu zwingen, die Augen aufzuhalten, aber irgendwann geht's aber nicht mehr. Clive, how goes the hunt for our sinister figures?
I found some black shields hiding near Lorbert's Pass. They're gone now. Black Shields. The Empress's former bloodhounds. Though they serve another master now. One who means to root out and destroy both me and those I care for. And it would appear the pack has finally caught the scent of its prey. Damn it all. I had hoped I would have more time than this. More time to prepare. But if we are cornered, we have no choice but to bite back. And bite back we shall. I'm sorry. You're going to need to explain. Who did the Black Shield serve now? And why would that person want you dead? Because I want him dead. Gönnen die nicht bis zu seiner Mom oder was? The former Lord Chief Justice of Sanbreque. All that I have built here is for him. I don't understand. Why him? Why Lostwing? I suppose it is better that you know the truth. I was a member of the judiciary once. So sickened was I by the injustice of this world, I swore to fight it. And fight it I did in my own small way. I saw more than a few corrupt officials condemned to the very cells into which they had thrown blameless innocents. Men to whom the law was but a scourge to turn against the powerless. Der Charakter da gerade labert, dieser Quinton. Der redet so langweilig, so richtig. Ich weiß nicht, demotiviert. So what changed? Der Charakter sieht halt auch so langweilig aus, ne? I was a fool to think he shared my hatred of venality and vice. His support for me was no more than a facade. A means of ridding himself of his rivals, a mask to hide the rot beneath. I filed suit against him immediately. Die Katze will auf den Tisch springen. Nein, fuck auf Katze. His response, however, was rather more visceral. He had my entire family slaughtered, and he faced no punishment whatsoever. I lost everything. My loved ones, my livelihood, my position. The faith I had once held that any modicum of justice might be achieved through the courts. Ist Absicht, dass gerade So I set about enacting my own. I tracked down every soul who served him and slit their throats myself. But the man himself proved an altogether more difficult target. With money and power come protection. And so I saw that I would need an army of my own. I came here to Lostwing and began recruiting like-minded individuals. Was hat er in der Luft geredet? Was ist das für ein komischer Dude? Everyone here knows this is why you do what you do. Of course. They too have lost loved ones to the bearer hunts. Seen faultless friends sent to the gallows to spare the guilty. All under the watchful eye of the Lord Chief Justice. Our wounds are the same. And our cause is the same. We are comrades, and our revenge is already in motion. We know where he hides, how numerous and well-trained his guard. What we did not know until now, however, was that his plans may already be in motion too. Quinton. Our time is short. He may move against us at any moment, unless we move against him first. My friends and comrades, it begins. Ich merke, dass meine Katze fucking Langeweile hatte. Die geht bis auf den Sack. Jetzt legt die sich auf meine Maus drauf. Jo, chill halt da. Zum Glück spiele ich mit Controller. Ey, nicht das Kabel beißen. Ey, stop it. Biat, was machst du da? I'm not going to change his mind. Alter, oh mein Gott. Ich mach's die jetzt kurz runter. Was ist das? Die kriegt doch irgendwann einen Stromschlag, Alter. Die macht wie so ein Kaninchen. Beißt in jedes verschissene Kabel rein, das ihr seht. Ich hab schon gewusst, warum ich die Tür zugehabt hatte. Die andere ist nicht so verrückt. Ich habe 2 Stück.
Nur die da, die geht mir ja ständig auf den Sack. Die andere, ich machte mir ihr eigenes Ding. What is this? Noch eine Nebenquest. Bäckermeister, Alter. What's the matter? Mann für alles. Das bin ich. It's my apprentice. He up and vanished while my back was turned. I'd go and look for him myself, but I've got a bakery to run. A bakery that's now short one pair of hands. Loath though I am to rely on the kindness of strangers, I'm at a loss. Please, will you see if you can find him? Natürlich suche ich nach dem, Alter. Ich mache alles. You know where he might have gone? I wouldn't be surprised if he was off somewhere mooning at Drake's Fang. He used to work there, you see. Poor fool left his heart in its hollow. All right. And that's where I'll Ich start. hab's jetzt geguckt, wie viel gespielt ich hab. Gespielt, ich kann kein Deutsch, ey. 31 Stunden erst. Das kommt mir vor, wie wenn ich das viel länger gespielt hätte. 31 Stunden steht da. Kommt vor, wie wenn ich das Spiel schon 50, 60 Stunden gespielt hätte. Boah, das ist weit weg. Wo muss ich denn da bitte hinlaufen? Uff. Ja, ist schneller, wenn ich dahin reise. Katz beeft sich gerade mit meinem Lebkuchenherz, wenn es Spaß macht. Hauptsache, die lässt mich in Ruhe. Was ist das da vorne? Das ist ein G. Oh! Oh, 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 oh. Das ist so ein Auftragsziel-Dingens. Auf Rang A. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass er hier einfach auf dem Weg plötzlich aufploppen wird. Ein Jagdbrettauftrag. That's better. Der 9 Dolch. Get dolched, boy. My blade yet hungers. Soon fast. Come. Let us feast on the flesh. Your feasting days are over. Too slow. Bruh. Da will ich einmal eine Parade und dann kriegt das nicht hinzufrieren, ey. Oh mein Gott, ich habe aus Versehen einen Supertrank genommen, ohne das wollte. Bis jetzt deutlich einfacher als der andere Typ von vorne, ey. Okay, ich hab nicht gedacht, dass das Platz, was er da auf dem Boden gemacht hat. Keine Ahnung, ich hab's nicht verstanden. Ich wollte jetzt auf den Kampf fokussieren. Ich wollte eigentlich schon immer ein Chili da sein. Cheers, Love. Also stimmt, das sagt doch die Dinge, die Tracer aus Overwatch, oder? Kam mir irgendwie so bekannt vor.
Alter, what the fuck? Berühmt berüchtigt. Jetzt wegen 10 berüchtigte Gefahren. 10. Jagdauftrag, I guess. Ja, da gibt schon viele Erfahrungen, ey. Ist schon krass. Drei Level-Ups. Also einer durch den meine ich und 2 durch diesen Atlas und Vorhang. Und was spielst du so momentan first? Du hast ja glaub Sekiro geholt, oder? Hast du schon angespielt? Was muss ich hier machen? Suche in Richtung Drachenfang nach dem Bäckergehilfen. Oh lol, da ist er. Chillt er einfach mitten in der Sonne. Excuse me. What do you want? The baker sent me to find you. I am a sorry, selfish sod, aren't I? Certainly not a baker. Echt? Hast du dir jetzt Persona 5 geholt? Das hat letztens nur die Beta gespielt gehabt. Time was the sight of the fang used to calm my nerves. But now look at her. I take it you missed the mother crystal. I hated her, but she was all I knew. Worked her mines for years. And when she shattered, part of me shattered with her. I had to trade my pickaxe for a rolling pin, but I'm no good at baking. Every loaf I touch collapses. My bread's as hollow as I am. She was the only thing that could fill the hole inside me. Oh, I loved her, damn it. But now she's gone. She's never coming back. What am I supposed to do? I ask her. How does a shadow man learn to live again? Und Dark Souls 2 hast du schon? Oder musst du dir das dann noch verholen? Sehr kreativ, bewahr dir die Erinnerung. Konzentriere dich auf die Arbeit. Try to remember the good times. Do that, and the mother crystal will be with you no matter where you are. Even in the bakery. What a fool I've been. Thank you, my friend. Thank you. You've opened my eyes. Ich weiß gar nicht, wie viel das kostet mittlerweile. Ich meine, es ist ja schon eine Weile draußen, ne? Wait. Stimmt, du hast ja PS4, das heißt, du hast KPC. Das ist ja easy, kannst du dir auf eBay einfach gebraucht von jemandem kaufen. Kriegst wahrscheinlich für einen Zehner. Oder gehst zum GameStop oder was auch immer. Wobei es GameStop mittlerweile ja nicht mehr so richtig gibt. Die sind ja relativ kurz davor, bankrott zu gehen. Ah, there you are. The man who lit a fire under my wayward apprentice. Though I worry you might have stoked the flames a little too high. He damn near ran me down trying to get to my oven. Ist schon logisch, dass sie jetzt ein bisschen zugrunde gehen, aber eigentlich finde ich es ganz cool, so einen richtigen Gaming-Laden zu haben. Da mal durchzulaufen, sich die Sachen anzuschauen und so. Eigentlich schade, dass die Dinger voll down gehen. Jo, die Preise sind jetzt nicht so, aber du hast dann das Spiel wenigstens sofort. A perfect likeness of the Fang herself. Her steepled peaks, her fulsome spurs, her inviting hollow. True, my loaves collapse more often than not, but what's the Fang without her crater? Was labert der Spaß da? No Fang at all. And look, inside. She's filled to bursting with a bounty of beautiful crystals. Das hört sich voll naughty an. Master, I have found my purpose. I must use my work here to preserve
Ja, echt? Bei mir gibt's nix, gar nichts, außer GameStop. Well, if it tastes half as unique Bin im Umkreis von as it 20 looks, Kilometern. I'd certainly say you're onto something. Not only is my apprentice back, but he's finally pulling his weight. With any luck, I might even have a new delicacy on my hands. I don't know how you did it. Ich habe noch nie einen anderen Gaming-Laden gesehen, außer GameStop. Ja, Mediamarkt, klar, aber das ist ja kein Gaming-Laden. Die verkaufen nebenbei halt noch Games, aber auch keine gebrauchte, nur neu. Mediamarkt ist auch nicht das günstigste. Now, Dusan, I know you're keen, but do you... Damals, als ich noch ein kleines Kind war, 6 Jahre alt oder so, hatten wir hier einen in der, Laden in der Stadt, wo so ein Privatmann gehört hat. Das gibt's leider auch schon lange nicht mehr. Das war cool gewesen eigentlich. Na lol, ich soll sogar für die Hauptquestion. Okay. Wenn ich schon da bin, gehen wir halt dahin. Dampf ablassen. Begib dich zum Fluss im Süden der Velcroy. Looks like I found the river. Now where's Gav? Come on. Stell ich da jetzt meine Nuggets oder was? Oh shit, ich hätte Getränke kaufen sollen. Ich habe fast nichts mehr. You deserve a rest. Sorry to keep you, Gav. Better late than never. I've had a quick scout about, and I reckon round here's our best bet if we want to grab as much of this Stardust stuff as we can. Don't know what Blackthorn's planning to do Das with Wasser it, sieht schon though. geil aus. I asked over in Dalamill, and they seem to think it was worthless. But if Stardust is what Blackthorn wants, Stardust is what he'll get. There's plenty of the stuff lying about just begging to be bagged. Alles klar, bis später. Then let's get bagging, shall we? We shall. Guten Hunger. Race, yeah? Sammle Sterne. Was ja, gibt schon Sinn, dass ich mich jetzt erstmal darauf fokussieren muss, die ganzen Materialien für das Schiff zu sammeln. So this is Stardust. It just looks like black sand to me. So, ja, das waren 3 und jetzt? Vielleicht weiter oben, ah ja. Ups. Gibt's hier Springen? Ja. Da vorne ist noch eins. Gut, dann habe ich alles. Inwiefern kann er das von der normalen Sand überhaupt unterscheiden? Let's see how Gav's getting on. Also das ist eigentlich voll für winterliche Gegenden gemacht. Schnee und den ganzen Shit halt. Hier in der Wüste muss ja doch voll der Hitze tot sterben. You finished? How much did you get? Enough. I hope. Oh, you win. That might even be enough for old Blackthorn. Hey, before we go, do you mind if we have a chat? Was will der Boy? Feels like ages since we had the chance to talk. You know, man to man like. It does, doesn't it?
Back when you first took Sid's name, we were talking all the time. Working out what to do in that. There was a lot to work out. And there still is. Those shoulders of yours starting to feel the strain. Hardly ever see you around the hideaway nowadays. Always on some errand or other. You can take a day off, you know. Says the man who spends most of his time behind enemy lines. Only 'cause you keep sending me there. I know I can count on you, Gav. Likewise. So you keep sending me wherever you need to, and I'll keep going. Safe in the knowledge that I have a home to come back to. Thanks to you. Right. That's enough soppy shite for one day. We'd better get this lot back to Blackthorn before he slings his hammer at someone. You go on ahead. And try to get some rest once you're there. Oh, I plan to. Believe you me. After Blackthorn gets what he needs, of course. Right. Ready to go home, boy? Let's hope this is all Blackthorn needs. Blackthorn, got everything you need? Yeah. Yeah, I do. Cheers for the stardust. Should be enough to be getting on with. We should go out on maneuvers together more often. You're beat sneaking around on your tud all the time. I'll make a start on putting this thermal plating together then. It'll take some time, mind. So if you've got other things to be getting on with, I could do without you breathing down my neck. Thank you, Blackthorn. I'll let Mid know construction's underway. Suppose we'd better be getting back to work too. Give us a shout if you need anything. He cracked the crystal too. I think Mid might need some help. If I don't come up with something soon. You'll be pleased to hear that Blackthorn's started work on the plating. Excellent. One down, two to go. So, what's next? The helm, of course. For this, we'll be repurposing fallen scrap.
Salvage from the ruins? I thought that material was all but impossible to work. Ah, but we don't have to. I'm sorry. Just so happens there's one particular ruin that's broken into exactly the right shape and size pieces for what we need. What's the name back there? I'll give you all the details. Was Dingsbums? What's her name? Right. Bruh, die weiß nicht mehr, wie die heißen, die ihr da mit ihr helfen. Oh, Sid, is this about the helm? Yes. Mid said I should speak with you. I'll show you the plans then. Here you see the mithril engine, in which mithril is burned to generate heat. That heat is then harnessed to produce motive force. Excess heat is dealt with by means of the thermal displacement stack, which disperses it into the surrounding air. Now, were we to rely on thermal plating alone to achieve this effect, the rate of excess heat buildup would far exceed the displacement coefficient of the plating. In other words, the reactor would overheat and eventually explode. This is where the helm comes in. It connects to the plating, you see, and serves as a sort of thermal sink to absorb all that excess energy. Our experiments have shown that fallen ceramics are remarkably thermophilic. They can withstand and absorb levels of heat far above anything we are able to make today. And not only that, they're also waterproof and immune to rust, making them the perfect material for our protective hood. Why, if sea or rainwater were to enter the reactor proper, it would vaporize instantly. The forces produced would tear the ship from stern to... You can stop there. I understand. Mid said we might be able to use parts of a fallen ruin. Where would I find it? Ah, yes. It's in Lorbert's Pass, near Lostwing. The thing is, well, I probably should have arranged to have the pieces we need brought here sooner. You see, a certain unwanted visitor has taken up residence there. It's no longer a matter of just walking in and taking them. It's, going to be considerably more dangerous than that. I see. Then I suppose I'd better deal with this unwanted visitor for you. Would that help? Oh, very much. Thank you, Sid. I'll gather my team and head there right away. We'll meet you outside the ruins. Kielbrück. Ja. Hat sie eh schon markiert. I'll be taking you all to a storehouse in the Bales. Leave anything you don't need behind. Was geht denn hier ab? Warum sind die alle hier? Was ist das für eine? Ich muss... Ich muss da hoch, das heißt, ich muss hier lang erstmal. Ah, wait. Ich gehe jetzt erstmal mir die Tränke wieder kaufen, die ich da benutzt habe. Ich habe fast nichts mehr. What can I interest you in today? Tränke. I trust it's all here. I hope it's to your liking. You're always welcome here in Lostwing. Ich überlege, ob ich mir nicht doch Elixiere kaufen soll. Come, my children, the reckoning is nigh. Why are you saying that? Crazy bitch.
Lass mich auf meinem Schokobo reiten. Come on. Run like the wind. Das wäre jetzt auch nicht unbedingt das Schnellste, aber besser als zu Fuß zu laufen. Schwarze Witwe. Na, thanks. So, irgendwo hier in der Nähe. So, was geht ab? Oh, there you are, Sid. Thanks so much for coming. The, ruins are just over there, as is the creature I told you about, I'd imagine. Would you mind? Of course. The Creature. I'll be right back. Ich sag nicht mal, was da drin ist. Ich sag nur Creature. Was ist das jetzt? Anybody home? Knochen sieht man mal. Ah. This must be our unwanted visitor. Time to go. Ungebetener Gast heißt das Ding. Okay. Voll das Laser, ey. So cool aus. Oh lol. Schneller aufladen als gedacht habe. Vielleicht reicht es ja, um zu killen. Oder auch nicht. Ja, also verkackt man. Tote Bitch. Gott fuckt. Tigerhaut. Geil. Pack ich gerne meinen Ranzen. Sid! Oh, thank goodness you're safe. You shouldn't have any trouble now. Indeed. Well, don't let us keep you. We'll, see that everything is transported safely back to the hideaway. All right. I'll let Mid know you're on your way. Verlängert die Dauer des Effekts von Stärketoniker um 10 Sekunden. So viele Dinge, die man anziehen kann. Aber nur 2 Slots frei. So, okay, damit wäre das auch gemacht. Wieder auf zum Mick. Ah, so Kack-Herbstbläschen sind so nervig. Das Kack-Gefühl, ey. Ich gewinne Leute, oder? Welcome to the Patron's Whisper. Your benefactors are a generous lot. Das Schicksal der Träger. So wenige bemühen sich ehrlich darum, das Elend der am Kristallfluch leidet. Und Kristallfluch, das okay?
Leidenden zu lindern. Aber wenn wir das, was noch auf uns zukommt, überleben wollen, dann müssen wir zusammenhalten, egal ob Träger oder nicht. Und du bist derjenige, der uns das gelehrt hat. Ein Freund in Norstedt. 2 Meteoritsteine. Here you are. Wie der Gott des Hohepriesters. Best of luck out there, Sid. Theoretisch gibt es noch die 2 hier. Ein Katzensack. Dein Mick hier. Na, vielleicht. Ein Katzensack. Am Kiefer. Wüste. Irgendwas mit Wüste. Lumpennest. Ja, ich guck mal, ob man nicht da jetzt lang kann. Ready, go? Ich will diese 2 Jagdbrettaufträge noch fertig machen. Give me them items. Unnötige Items. Sind das Gegner? Ne. Erzählen die irgendwas Interessantes? The mines. It's all gone. Yeah. Lord Cooker's castle too. Do you think he made out alive? Nah, he did not. Spoiler. Hätte ich vielleicht vorsagen sollen. Das ist auf der Rasse. Ah, tatsächlich gar nicht jetzt hier lang. Das letzte Mal ging das nicht. Die Sichel. You deserve a rest. To me, Blade! Das wäre so schön, wenn ich jetzt einfach hier einsetzen könnte. Das ist so schön schnell. Jo, wie das mit dem Mini-Kitzelchen am Boden überlebt hat. So, man kann wohl irgendwie da lang anscheinend. Hier ist einfach nur do that. Jo, Korn ist gerade so ausgewichen. Hä? Ah, also mein Doggo hat den anderen Doggo gekillt. Alles Doggo. Ich find's gut, dass die NPCs hier tatsächlich mal richtig Damage machen. So vielen Spielen macht ein Link-Charakter immer so praktisch 0 Schaden. So, man kann wohl kurz hier lang anscheinend. Oh, jetzt sind's. Robert-Debamie. 10 Geld, krass, 25 Geld, oh yeah. Jetzt bin ich reich. Die 35 Geld mehr bei den 150.000 oder so, die ich schon hab, machen einen richtig großen Unterschied. Nicht? Ups. Get fucking wrecked! Ja,
Weicht doch nicht meinen Attacken aus. Get fucking wrecked, boy. Only my boy is a good boy. Big piece of nothing. Die Grünen sehen schon jedes Mal irgendwie mega interessant aus. Sprich erneut mit, ja, das mache ich noch. Aber erstmal muss ich gucken, was hier so abgeht. Das sieht aus, wie wenn da gleich was wäre. Oh. Grimalkin. 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 Time for the pack, is it? Let me introduce you to mine. Wie viele Doggos kommen hier noch? Ich würde jetzt schon gerne Lebensschirme einsetzen, aber da ist die Cooldown-Zeit so lang, dass ich das Millionen Jahre lang nicht mehr nutzen kann. Komm grad an. Ich will parieren. 1, 2, 3. An sich schon cool. Und wenn man einen wirklich schweren Gegner hat, ist das irgendwie nicht so easy machen. Wie viele von denen soll ich noch killen, bevor der Big Boy rauskommt? Ah, finally. Ich will den parieren. Mal gucken, wie das ist, einen Boss zu parieren. Okay, nicht so cool, wie ich gedacht habe. Aber ich habe einen Schwer gekriegt, immerhin etwas. Der verzögert diesen Angriff, mit dem er mit seinen Hinterpfoten angreift, so komisch. Good damage. Jo, da weicht mir aus, ey. Fuck, Penner, nur ich darf ausweichen. Farewell. Dead as fuck.
Echt? Krass. Der gibt nur 500 Erfahrung? Der Typ von vorhin. Ja, okay, der war jetzt Rang C. Der Rang A von vorhin, den ich jetzt nicht so krass viel schwerer fand, der hat mir das 10-fache an Erfahrung gegeben. That wasn't too bad, was it, Torgal? Oh, du bist so ein braver Doggo. Ich muss dich streicheln. When did you get so big? So ein braver Doggo. Braves Doggo, oh mein Gott. Come on. Das wäre viel cooler, wenn der öfter so Dialog mit dem Hund hält, ey. Tut mir leid, Schneewolf. Eigentlich fehlt mir jetzt nur noch ein Brettauftrag. Ich habe vergessen, welches Viech das war, aber das soll an irgendeiner verlorenen Hütte auch hier in der Nähe sein, in diesem Dalmekia-Gebiet. Dafür, dass ich auf der Schokobo reite, kommt mir das so langsam vor. Wieso machen die das? Wieso ist er nicht doppelt so schnell? Das ist ein Schokobo, Mann. So, gehe ich nach links oder nach rechts? Das ist die Frage. Ich gehe jetzt erstmal nach links. Ja, kommt wahrscheinlich auf selber hinaus, so wie das aussieht, ey. Fell davon, was weiß ich was. Kommt wahrscheinlich so ziemlich auf selber hinaus. That'll do, girl. Oh, okay. Steigt ab. Oh, Wegelager. Wie switche ich das nochmal? Hier, so, den da will ich. So, damit schon mal die Healer direkt down. Jetzt smashed! Danke, das ist schon cool. Oh, ist Doggo. Ich will dich streicheln, Doggo. Lass dich streicheln. Ja, das war's, oder was? Ups. Alter, hier muss ja wohl eine Truhe sein oder sowas. Ist einfach nichts. Ah, fuck, jetzt habe ich aus Versehen so einen Trank geschluckt. Verlassene Hütte, da vorne ist die verlassene Hütte. Let's go. Gehe ich noch nicht sofort hin. Erstmal hier links, guck, was da abgeht. Jo, ich hab dich gestreift. Sorry. Oh, das ist ein großer Boy. Sturmpanzer. Sieht praktisch aus, wie der dich gerade eben erst gekillt hat. Gut, dass während er diesen Skill macht, dass die Brüder bezahlt kann uns jetzt weiter abnehmen. Dadurch kann ich eben das noch einsetzen. Oh, yes, nice. Geiler Shit. Wie viele Fähigkeitspunkte habe ich denn jetzt mittlerweile? Oh. Oh, nice. Kann Lebensflamme maximieren. Geil. Okay.
Gut. Worauf skill ich als nächstes? Ich kann dich verstärken. Dich mag ich. Den mag ich richtig. Ich könnte auch stattdessen Gaias Zorn lernen, aber ich habe eh nicht die Fähigkeitspunkte dazu, also lerne ich erstmal das hier. Good girl. Fly, Ambrosia. So, wo bin ich hier? Das führt mich zu irgendeinem Dorf. Nee, das ist kein Dorf. Das ist ein Dorf. Oh. Torwache. Okay, scheiß drauf. Hauptsache, ich habe das Ding da freigeschaltet. Muss ich nicht nochmal hinreiten. Ist da auch eins? Na. Okay, dann this way. Bruh. Beweg dich. Oh, das ist so dumm zu lenken. Okay, das ist eine Sackgasse. Oh, ich glaube, das sind die Dinger, die ich killen soll. You deserve a rest. Boah, ich will Lebensflamme an den ausprobieren. Oh shit, es geht schon los. Okay. Was geht mit denen ab? Okay, scheiß auf 4 Lebensflamme auf. Yes. Get fucking smashed, Alter. Okay, das war relativ easy. Das war nicht mal den C-Rang wäre, das war D oder E, falls das überhaupt existiert. Ja, gibt auch dementsprechend finde ich Shit. Peace at last. Peace at last. Wie wenn die ganze Zeit die Fliege um einen herum rumschwirrt und dieses Gesurre einen abfuckt, nachdem man die weggeklatscht hat. Ah, Peace at last. Fliege gone. Da ist safe eine Küsse drin, wetten. Oh yeah. Gamer senses. My gamer senses were tingling. Unten ist noch irgendwas. Oh shit. Oh shit, das ist so Curl-mäßiges Viech. Geil, den will ich. Ja, falsch Knopf. Okay, shit. Ich hab meine ganze Geld aufgebaut.
suboptimal. Egal. Ja, das steht so oder so. Das ist einfach tot. Mit Gegnern. Das sah nice aus. 172 Erfahrungen. Das Ding hat fast halb so viel gegeben wie diese komische C-Rang-Viech. Da merkt man, wie schlecht das Ding eigentlich war. Come at me, doggo. Ich denke so, den größten Teil habe ich eigentlich schon erkundet. Ich glaube nicht, dass er mittendrin irgendwo im Tod liegen wird. Das muss ich noch erkunden, aber ich will mal gegen so einen großen Ochsen da kämpfen. Großhorn. Oh, direkt fast gestorben, ey. Er hat voll die Elefantengeräusche gemacht beim Sterben. Ich will jetzt dort. Jetzt nicht. Die ganze falschen Knopf. Nicht den falschen Knopf, aber ich will halt diesen komischen Phönixflug machen, aber ich habe ständig Geier draußen. Deswegen hebt er dann diese Hand einfach hoch stattdessen. So, was geht hier ab? Irgendwie gar nichts. Kommt vermutlich später dann noch. Nicht mal eine Truhe, ey. Come on. Run like the wind. Ich würde es interessieren, ob ich irgendwann noch so einen Kaktor mal sehe. Also, auf die Folge kacke ich. Können ruhig da bleiben, wo die sind, ey. Für die Doggos steige ich jetzt auch nicht extra ab. Echt jetzt? Kann nicht da. Alter. Wofür gibt es die Springfunktion überhaupt?
Okay, da kann ich nicht hoch. Sturmpanther. Den will ich. Geben gute Fähigkeitspunkte. 1000 brauche ich. Kann ich das da meistern? Maximieren also im Prinzip. Ja, ich müsste eigentlich auch mal diese Gaia-Skills, nicht Gaia, Garuda-Skills auf Maximum ballern. Das ist niemals wieder einsetzbar. Ah, doch. Grab you. 50 Fähigkeitspunkte ist schon nicht schlecht. Damit kann man was anfangen. Jo, ich laufe jetzt noch hier diese linke Hälfte ab von dieser Gebiet, wo ich gerade rumgammel. Danach kann ich wieder zu mit. Ich habe mittlerweile komplett alle Jagdaufträge auch schon abgeschlossen. Gegen die bisschen stärkeren Gegner zu kämpfen ist sau cool. Curls zum Beispiel, oh, die sehen einfach so nice aus vom Design her. Mit diesem krassen Schnurrhaaren, das sieht einfach so cool aus. Höhlentaucher. Lustige Namen. So, das war's. Mehr gibt's ja nicht, I guess. Ich will mir noch diesen einen Ochsen da holen, weil da ein Item neben dem ist. Und das war's. Straight home now. Das ist immer gerade so zu spät. Oh, die haben mich gewombo-kombot. Da kriegst du auf die Fresse, aber leider reicht das nicht bis zum Tod. Aber fast. Goblins sind 2 Stück. Nicht schlecht. Money, money. Warum? Oh Mann. Ich wollte die Karte aufmachen. In dem einen Spiel, wo ich nebenbei noch spiele, ist es Pfeiltaste nach unten. Und hier ist Pfeiltaste nach unten. Irgendein Item nutzen. Gut, egal. Fuck it. Ist doch Kleingeld. Ein dichtes Netz aus satten Erzadern zieht sich durch die Berge. Okay. Nix besonders Interessantes. So. Genug Ruhm, glaube ich, habe ich nicht für die nächste Belohnung. Ne, habe ich nicht. Wie sieht's mit dem Quest aus?
Fancy a look at the list, do you? Nothing. Also, warte, das ist ja pro Gebiet. Aber in jedem Gebiet ist nothing. Nothing. Alles schon fertig soweit. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich hier mitgemacht habe. Achso, stimmt, ich habe dieses komische Augendings da gekillt. Ich hätte mir diesen Helm mitnehmen können. If I don't come up with something soon. Mid. Helena has recovered the material for the helm. Helena? She'll be along shortly. Excellent. Another job well done. And just one remaining. Right. Right, the shielding. This one's a bit of a bugger. How so? The plating's enough to stop the engines going pop, but those things will still be spitting out enough fire to set the rest of the ship ablaze. Which is why you need proper shielding. A prison for the dragon's breath that's blazing away inside. I thought a triple thick layer of tempered steel might do it. Or more of the stuff that the Fallen use, but they'd both be too heavy. The helm and the plating are bulky enough as it is. Add any more weight and the whole ship would be at the bottom of the briny before we'd even started. I need something light. But I've racked my brains and I just can't think what would do it. Well, if I were in need of obscure knowledge, I know whose counsel I would seek. Harpocrates. Tomes? Yeah, well, I'd thought of that, obviously. I've got all the details written down here. Can you take this to him, see what he makes of it? Right away. Dass ich so weit außen rumlaufen muss. Nur um kurz mit den Typen zu reden. Ist ja doof. Das ist so doof. Ich hätte auch reisen können. Fällt mir gerade ein. Wäre viel schneller da gewesen. Hello, Mr. Old Fuck. Harpocrates, do you have a moment? For you, Clive, always. Well, actually, it's for Mid this time. Could you take a look at this? Wärmeschildentwurf. Shielding for a mithril engine. Whatever will that girl think of next? And what are these notes around the edges? She has some specific requirements for the materials. The shielding needs to be able to resist extreme heat on the inside, and yet remain cool enough on the outside not to set the ship alight, while also being light enough not to sink it. As you can imagine, she's struggling to find anything that meets her needs. I see. I wondered if you might know of a solution, or if you might be able to search the records for one. Perhaps it is not a different material she requires, but a different approach. What do you mean? Consider the lake we have made our home. Its blighted waters eat away far more quickly than fresh water or even brine, at timber and steel alike. And yet, we have made a home here from those very materials nonetheless. We have. But Bardolph must varnish every board twice over to keep it from rotting. And Obelisk complains that without a constant supply of pitch. I see. Early Gregorian histories speak of a preparation known as moon dew. It is said to be able to resist even the most ferocious flames. Before the dragoons tamed the worms and wyverns of the realm, nobles would daub their castle walls with it in order to guard against dragonfire. So if we could recreate it... It might be applied to some material or other in order to provide the protection Mid requires. As to how best to apply it and to what material, perhaps Bardolph and Obelisk might be of assistance.
I shall speak to them and see what wisdom they might have to offer. If you would be so kind as to procure the necessary ingredients, I shall discuss the specifics of how it might be most effectively put to use with our two friends. The knowledge of the past may yet prove useful to we of the modern era. Thank you, Hippocrates. And since you're asking others to help you, perhaps I should too. So you need a hand, do you? We do. I'll be heading to market for the ingredients we need. I could do with some help. And some company, too. The other can assist me in researching how best to prepare the shielding itself. Can we count on your aid? Always. Well, if Jill's game. Thank you. I am sure either of these fine young minds would prove indispensable in my research. I leave the decision as to who will go with whom in your capable hands, Clive. Bro, ist aber klar, dass Jill mit dem, what the fuck. So, Clive, who will accompany you? Jill. Very well. So then, what do we need to find? I have taken the liberty of preparing a list. Here. White chocobo eggs. Pepio nuts. Are you sure this list is right? Everything on here seems very edible. I would have thought the ingredients would be a little more exotic. Though these items may seem mundane, they have potent effects that are rarely exploited, effects for which they were once highly prized. So much so, in fact, that they were harvested almost to extinction, hence moon dews having fallen from favor. Now, of course, they can be obtained with ease. You should be able to find everything you need at the market in Northreach. Is that so? I've been meaning to visit Northreach anyway. I'll set out now. Join me there when you're ready. Shopping with my girl. Until then. You two enjoy yourselves. You too, Talia. Begib dich zum Markt von Neustadt. Das hört sich mal zumindest verhältnismäßig easy an. Now, where's Jill? There's talk at the glass gate. Welcome, welcome. Nicht, was ich wirklich wollen würde. I do like a customer who knows what he wants. Habe ich irgendwo... Ich müsste auch so verkaufbares Gedöns haben. Hier, Grillkäfer. 7 Stück für 1,4. I doubt you'll get more than that in the capital. 18 Münzen für 40.400. Thank you. Verbrauchter Splitter. 1.600. That's the best I can do. War nicht schlecht. Ich glaube, ich kaufe mir jetzt mal die Elixiere. Hauptsache, ich habe die. An excellent choice. Voll teurer Choice. Keep them pilchards nice and chilled. Hello, girl. How goes the hunt for ingredients? I've only just started. I'm sure everything we need is somewhere amongst all these stalls, though. Why don't we split up and see? We'll take a couple of ingredients each. All right. What am I looking for? How about you look for the pepio nuts and some garlic? I'll find the other things we need. We can meet by the gate when we're finished. Das ist so fucking normal. You'll not find a bruised pippin in the fresh cuts. Come and get them before.
What can I interest you in today? Knoblauch, 10 Gil. Oh, damn. I hope it's to your liking. Good day. I bet take that. How the hell is anyone supposed to afford that price? Oi, don't touch anything. 20 Gil. Oh shit. If that's what you want. Thanks for nothing. That's everything. Let's see how Jill's getting on. Fuck, man sagt, thanks for nothing, wenn ich ihm etwas abgekauft habe. Did you find everything? I did. Here. Master of Disaster hat alles, boy. Girl. Oops. Garlic and pepio nuts. Perfect. Now all that remains is for Harpocrates to somehow turn all this into what Mid needs to keep her engine cool. But before we head back, would you walk with me a while? Ich wollte gerade sagen, wofür habe ich dich überhaupt ausgewählt, wenn man jetzt nicht mal wirklich miteinander gesprochen hat, ey. Thank you for asking me to help you today. It makes a nice change. It does. It's good to get away from all the battle and bloodshed for once. Just being here reminds me of when we were children. Do you remember? Walking down Market Street in Rosalith, taking in the sights and smells. How could I forget? What with Torgal's antics. Remember how his nose would prick up at the scent of sausages? He'd go racing away and we'd have to go running after him. We wouldn't catch you now, would we, boy? Was there anything you wanted to buy for yourself while we're here? There was, yes. Well, sort of. Molly in the kitchens told me about a place that sells particularly good pies. Thought you might like to share one with me. I would. Thank you. And I saw some bread. Damn, bread wollte ich schon immer essen. Big white cobs like the baker back in Rosalith used to make. What do you think? I thought we might get some soup to dip it in. But then I tried a slice of the butcher's dry-cured ham and it was just... oh. You all right? Sorry. It's just... you're right. I really do feel like a child again being here with you. Clive. Is it wrong of me to enjoy this? Why? No, Jill. This is how life should be. And it's how our lives will be when our work is finally done. When we can live on our own terms. I hope so. Thank you, Clive. Bruh. Ich dachte, jetzt passiert's endlich. Well, I suppose we better be getting back. I need to give these ingredients to Harpocrates and Talia. I'll see you at the hideaway. Take care. Die hat mehrere Zöpfe, fällt mir gerade auf. Warum macht man das? Das fällt nicht mehr wirklich auf. Der eine Zopf war voller Kanne unter den Restehaaren. I wonder how Harpocrates is getting on with the Moondew. Moondew. Ist das nicht irgendein selbstgebrannter Schnaps oder so? How's work on the shielding progressing, Harpocrates? Well, very well indeed. And thanks in no small part to your kind assistance. I was just explaining to Talia how we might best go about preparing the Moondew.
And now that we have all the ingredients, we may begin. You can count on me. I've mixed more than a few mysterious concoctions in my time. I'm sure you have. What about the shielding itself? Rex. Work Rex is underway, funny. under the watchful eyes of Bardolph and Obolus. Apparently, it'll be ready soon. Thank you. All of you. Right then. Jill, would you join me in the infirmary? Many hands make light work and all that. Of course. Oh, and Clive, thank you. It was nice just being with you. Oh. It appears our work here is almost at an end. A shame. I was enjoying playing the man of action for once. When both the shielding and the moondew are ready, it will merely be a matter of applying the one to the other, followed by a rigorous process of testing and retesting, of course. Perhaps someone ought to warn young Mid of that. Leave it to me. Thank you, Hippocrates. Mit anderen Worten, ich muss wieder bis da nach hinten, ich kann nicht reden, bis da ganz nach hinten hinlaufen. 500 Fähigkeitspunkte, Alter. Sick. Well. Ist echt locker, um irgendwas wieder aufzuleveln. Soll ich das auf Maximum machen? Ich glaube, ich mache das auf Maximum. Sieht schon cool aus. I better go and give Mid the good news then. We're seeing troops amassing at every border. I think Mid might need some help. Geht's dann erst weiter, sobald das Schiff an sich fertig ist, oder? Sorry to keep you waiting, Mid. But you'll be pleased to know that work on the shielding is underway. You found something for it? In a manner of speaking, Hippocrates knew of a substance that's highly resistant to heat. A coating that should provide the protection you need. He's supervising the construction and testing of the shielding as we speak. Brilliant! I knew you wouldn't let me down. Don't thank me. I'm just the errand boy. Right then, better start working out how to bolt all these bits together. To the Black Hammer! You know, when I got into the smithing game, I thought I'd be making swords and shields, not thermal bleeding didgeridoo-dahs. Displacement stacks. Same difference. Whatever you call it, I ain't putting it together in here. It's cramped enough as it is. Let's take this outside. Mid, you get all the parts lined up on the deck. I'll take care of the rest. On my way! Oh, and bring me the biggest hammer you can find. This is gonna require some precision walloping. Einige Zeit später. Ja. It's finished! It's finally finished!
Wait, ist das Ding, das dann da in die Fletcher Fuck for that. I'll be reinkommt? feeling my hammer arm for weeks. Thank you, Clive, Blackthorn, everyone. Sieht aus, wie wenn es That's da in one diese down Kamera and just reingehört. 3 more to go. I'm sorry. Was? Oh, didn't I tell you? The Enterprise has 4 mithril engines, and we'll be needing a displacement stack for each. You don't mean... Don't worry. Now they've got a finished one to work off. My gang in Canva can build the rest. Good luck to them, I say. Right, I'm off to get a sling for this elbow. Any other work comes in, keep it to yourselves, eh? Keep it to yourselves. Hey, warum muss ich jetzt doch mal mitsprechen? What's the matter? Nothing. Just daydreaming. Thinking about the Enterprise sailing off over the horizon to shores unknown. Searching for a land untouched by the Blight. Just like me and my dad planned. So if the worst came to the worst and every scrap of soil in the Twins turned black, we might still have a chance. That's what she was meant to be. You see, one last chance just in case we needed it. But now she's so close to being finished, I've realized I don't want it to be that. I don't want it to be just a lifeboat for us to cling to if things get desperate. I want people to sail aboard her by choice, not from the lack of it. In a world where we're not just trying to survive, but where we can actually live. I'm working on that. And I'll do everything I can to get you what you want. Don't you always? All right. My mind's made up. As soon as the Enterprise is fit to sail, I'm putting her under your command. Sod our plans, I'm trusting in yours. Are you sure about this? Something tells me it's what my dad would have wanted. He'd be proud of you. You were gonna visit his grave, weren't you? See? I was. And you can come too now that your little project is finished. Right. There's just one thing I need to finish up first. Won't be a mo. All right. I'll let Otto know you're coming. Meet us in the mess when you're ready. Aye, aye, Captain. Die hat sich voll. Sollen wir, wenn die dem aus dem Weg gehen würde. Mid told me she was building a ship. All right, Clive. Asterix. Mid finished sending half the hideaway traipsing across the Twins, has she? I swear, that girl'd do anything to put off visiting her old dad's grave. Sag ich doch. No excuses now, though, eh? Not quite. She said there was one final thing she had to take care of. I'm sure she'll be finished soon enough. She said that? In those words? She did, yes. Clive? What? Were you born yesterday or something? There is no thing. She'll probably be halfway to Canva by now. Mid. I might still be able to catch her. Ja. Bruh. Fucking bitch. I'm gonna slap her. Is that the thing Tomes helped? Ist sie das? Nein. Obolus, have you seen Mid? Yep. In a boat, going that way. Then I'm too late. You in a hurry at all, are you? No, I offered to take her across, but she wouldn't wait. Just paid for a dinghy and rowed off. Oars going like the clappers. Got some life in her, ain't she? But anyway, I was on my way up to see you, as it happens. Got a letter for you. Urgent, by the sound of it. One of your uncle's men said I was to hand it to you in person, post-bleeding haste. And you're here now. Thank you, Obolus. Don't mention it. What tidings, Uncle? Bitte um Unterstützung. Mein lieber Junge, meine Reise nach Canva war ein voller Erfolg.
Der Freund, den ich erwähnte, hat sich bereit erklärt, nicht nur seinen Gillbeutel für uns zu öffnen, sondern auch sein beträchtliches Wissen über die Vorgänge in der Stadt mit uns zu teilen, wodurch ich auch von den Bemühungen einer gewissen jungen Freundin von dir erfahren habe. Junge Freundin von mir? Aber wahrscheinlich meint er mit. Ich persönlich hege keine Zweifel, dass Fräulein Telamons Vorhaben ein edles ist. Ich keine Ahnung, wer das ist, ey. Doch ich gehe davon aus, dass die kanverische Gilde die unerlaubte Benutzung ihrer Werften nicht gutheißen wird. Egal, ob diese verlassen sind oder nicht. Und wenn die Gerüchte bereits meinen Freund erreicht haben, wird es wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, bis sie ihre Gildenmeister auf den Leib rücken. Deswegen schicke ich dir diese Nachricht. Ich hatte gehofft, deinen Meisterspeer Gav für 1-2 Monate auszuleihen, damit er hier die Augen für uns offen hält und uns vor eventuellen Angriffen warnt. Ich bin sicher, dass du die Vorteile dieses Arrangements erkennst. Dein Lieblingsonkel. Trouble in Kampf. Well, I'll need someone to keep an eye on Mid. So what? Mid got us to do all the dirty work and then just sailed off into the sunset? It, seems that way. Well, nothing we can do about it now. But next time you plan on visiting Sid, you might want to tie her to something before you suggest it. Ah, don't be so hard on her. Gotta admit, the dirty work was kind of fun. Everyone pitching in and all that bollocks. Just like when we built this place. You're right. Anyway, we all set to head to the old hideaway? I could do with getting to Canva pretty sharpish. Wouldn't do to keep Lord Rosfield of the Seven High Houses waiting now, would it? Not after he asked for me personally. Gav will be leaving with me. Will you mind the place while we're gone? You can count on me. Just be sure to give Sid and the others my regards. All right. Oh, by the way, Jill will be joining us too. She's got some things to take care of, but she'll meet us there. I hope she's telling the truth at least. Bitte Versteck, Gott, wie das wohl aussieht. Man sieht nicht viel. Hammer. Ist das von mit oder was? Well, Sid, I remember what you told me. But if no one is listening to what you have to say, you may as well not say it. But I will say this, old friend. Hugo Kuka is gone. His shadow looms over us no longer. It's a pity the Phoenix can't be in two places at once. If he'd have been with us, maybe he could have done something for the lost. Not even the Phoenix can bring people back from the dead. Life has a beginning and an end. So we must live while we have the chance. And not as slaves to the crystals, but as free men. May we join you? Oh, big boy. Ja, die ist auch dabei. Deswegen ist Big Boy dabei. What a pleasant surprise. I thought I'd drop by and see how you were all doing before heading off to restock my supplies.
wasn't the most scenic view back then, but it were never as bad as this. I know. The blight marches on. And soon, there will be no escaping sights like these. So our mission remains unchanged. We cannot stop until every Mother Crystal is gone, and their thirst for ether with them. The only one that remains in Storm is Drake's tail in the Crystalline Dominion. Our next target. We're going to Twinside. It's the capital of the Empire these days. I wouldn't like to think how tightly guarded they've got the place. Not that that'll stop you, but we do well to scout it out before you go charging in. We would indeed. If you're off to the Dominion, you can take this great lump with you. Great lump. Good. Oh, I am sorry. Have you forgotten you're the most wanted man in the Twins? I thought you might like to disguise yourselves as the attendants of a travelling trader, assuming you've no better ideas. You wanted to buy yourself some tools, didn't you? Well, now's your chance. You're letting me go with them? Oh, thanks, Nan. Skip the Stop game, that! Alter. You break me bones, you great galoot. There's a caravan that runs back and forth between the Dominion and the Bocklad markets. It's managed by the Merchants Guild. Just show them Goots' traders pass and you'll be on your way. It'll be a damn sight less risky than footing it the length of the Crystal Road. That's for sure. Thank you, Karen. And glad to have you with us, Goots. Okay then. I'll get me things and I'll meet yous there. Get me See things. yous down in Bocklad. What the fuck, eh? Fingers. What the fuck, eh? Jill, you're with me. Understood. And Gav, Already on my way, Captain. be careful. Aren't I always? Der Big Boy ist so ein Idiot, ey. Do you see that, Sid? Your protégé's making a proper little outlaw of himself. Oh damn. Ich möchte aber gerne erstmal zum Versteck zurück. Diese Quest annehmen, die da ist. Oh. Oh. So, wo soll das sein? Per Post? Oder was? Okay. Wait. Nee, da hinten mit. Is that the thing Tomes helped to build? Mid told me she was building a ship. Schwätzt sieht aus wie ein Katana, fällt mir gerade erst so auf. Gar nicht gemerkt. I think Mid might need some help. Das ist diese Bär... Nee, doch nicht. That's it then. Das ist ja ganz anderes. Here, Sid. Reckon you might be just the man to help me out of a bit of bother, if you've a mind to. Let's hear it. Voll genervt. It's about this alembic the chief's got me making. Lovely bit of kit it is. Bunging a solution you want splitting, and it will separate it out, just like that. Problem is, it won't always get rid of all the impurities. And with some of the stuff we need it for, that ain't good enough. Which is why I've been looking for something to filter the liquid we'll be cooking off.
And that's where I was hoping you could help me out. I imagine Ty could get some use out of this alembic too. Distilling medicines and the like. Alright. Why not? Proper job! So what exactly do you need for this filter? Nothing but bomb ash'll do, says the chief. Gave me a sample she'd obtained from the university stores. Hab ich das nicht gleich schon? Believe my eyes. You pour the blackest blight water through it, and it comes out clear as a mountain stream. So, I did a bit of reading about where I might be able to get hold of some. And do you know what I found out? It's only the blimmin' bones of a bomb king. They leave him behind when he dies, see? I take it that's where I come in. If you wouldn't mind. I saw a billet on the hunt board for one just the other day. Would have gone myself, but, well, fighting dirty great balls of flame isn't exactly my forte. You, on the other hand... Alright. I'll see what I can do. Thank you kindly. And a good hunting, eh? Gut hunten, hey. Ich habe immer gut hunten. Königsbomber, das hört sich irgendwie krass an. Was für Rang das haben wird. Das gibt mir 40 Ruhm. Also wenn es eine Königsbombe ist, dann werde ich schon mindestens B erwarten. B oder A. Wobble, wobble, wobble. Sichtungen von Bombern. Du suchst einen Königsbomber-Coupon. Rein zufällig habe ich da was höchst Explosives. Ich wollte schon Exklusives sagen. Im Angebot für dich, Coupon. B. Der Tropf Sanbrek. Wait, ich sollte das wahrscheinlich abfotografieren. Dumm gemacht, dass ich das nicht einfach irgendwie in einem Menü sehe. So, aktuell kann ich eh nicht schnell reisen zu irgendwelchen Gebieten. Schon viel später dann, I guess. Mid told me she was building a ship. So, als nächstes gehe ich dann in mein Zimmer und lese mal die Post. Scheint ja auch irgendwas Questmäßiges da zu sein. What do we got? Oh shit, what the fuck? Wieso so viele? Unter 4 Augen. Ich bin auf Ottos Anweisung hin die Buchhaltung durchgegangen und habe vielleicht etwas entdeckt, um das du dich vielleicht kümmern solltest. Möglicherweise. Und damit meine ich sofort, du weißt, wo du mich findest. Ja. Trouble with the ledgers. Shouldn't he be asking Otto for help? Next Quest. Echt schlechtes Bauchgefühl. Clive, irgendwas stimmt mit deinem Vierbeiner nicht. Vierbeiner. Also so der Doggo. Komm doch mal zu meinem Bütchen. Wann immer es seiner Lordschaft passt. Lordschaft. What could be wrong with Torgor? He seemed well enough when I last saw him. And the last one. Wegen Schledorn. Oh, was ist das denn? Liest 10 in der Post eingegangene Briefe. Okay. So, wegen Schledorn. Danke für deine Hilfe mit Schledorn neulich. Welche Hilfe war das? Keine Ahnung. Leider scheint dem alten Griesgram schon wieder eine Laus über die Leber gelaufen zu sein. Er zieht jedenfalls ständig ein langes Gesicht und grummelt in sich hinein. Ich frage mich, ob er nicht noch was anderes auf dem Herzen hatte, als nur die Sache mit dem Leder. Ach so, die Geschichte. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas rumort in ihm. Ich weiß, du hast immer gut zu tun.
Aber wenn du es irgendwo dazwischen schieben kannst, würdest du dann mit mir zu Schledorn gehen und ihn fragen, was los ist? Yes. Hopefully it's nothing. But I should speak to Blackthorn just in case. Ja, wenn ich das alles mache, habe ich wieder 1 Million Rum dazu gekriegt, ey. So, Schledorn. Blackthorn, do you have a moment? Not really, no. This won't take long. I just wanted to ask how you're getting on. August was worried about you, and you might still be doubting your craft, even after learning the trick of that cuirass. Is there something else weighing on your mind? Perhaps sharing your thoughts might help. That bastard's like a dog with a bone. Still, he's got a keen eye, I'll give him that. He's just, well, Karen showed me something. Something I've never seen before. And that was? A sword. An odd-looking thing with a single-edged blade. The Katana? metal itself wasn't anything to write home about, but fuck me. What The edge on fuck it. me? You could slice a man clean in two with a weapon like that, and he'd be halfway home before he even realised he'd been cut. So that's what's troubling you. No. Not troubling me exactly. More distracting. Can't stop thinking, how do you get an edge that sharp? It's driving me mad. And if you knew how to do it, we could arm the curse breakers with even better blades. That's about the size of it, yeah. I'll see what I can find out. Sharper swords are always welcome. And we can't have our master blacksmith being distracted. You're a soft touch, you know that. But I can't say I'm not grateful for it. Good luck, eh? Thank you. Ich hab nicht aufgepasst, was muss ich machen? Let's see what Karen knows about this sword. Ja, muss ich wieder herausfinden, von wem auch immer das kommt oder was. I got your note. You think something's wrong with Torgal? So you can read. Congratulations. But I didn't say I were wrong with him. I said something weren't right. He's not been eating me treats. He used to love cracking the bones from Molly's boiled brown, but now he won't so much as look at him. Didn't like him. Which is why I'm of a mind that his mind's on something else. You've not been working him too hard, have you? No harder than usual. Is that it, boy? Do you need a rest? Does that mean yes? What was it you said he was? A frost wolf? That's what the lawsman seems to think. Then maybe this all has something to do with whatever it is that's woken inside him. I suppose things have been different since Rosalith. Perhaps Hippocrates knows something. Instead of everything, you mean? Perhaps. Der Typ hat doch gesagt, dass es keine Nachteile hat für den Doggo. You're looking well, Karen. What do you want? Out with it. I want to know about the sword you showed Blackthorn. Single-edged and extremely sharp. Running around after him again, are you? I suppose I am, yes. But I need to help him find out how to work an edge like that. It's driving him to distraction. Little wonder, I suppose. There's not many like that make it as far as the twins, and those that do go straight into private collections. Which made it nice and easy finding a buyer. Can you tell me who bought it? Where is it now? You think I tell people who my clients are? Suppose you're not likely to go nicking him off me, are you now? Fine. If you stop mooning at me like that. Lord Ignac's the man you want. Dalmatian bloke. Collects weapons and the like. And he's got more money than sense, which is why he's one of my favourite clients. Reckon he'll still be at the inn in Dalamil, where I left him. Thank you, Karen. Oh, and he's a touch eccentric, if you take my meaning. I appreciate the warning. Ich da jedes Mal rumrennen muss. Für den Shit. So, was ist mit meinem Doggo los?
Oarsman, I need to ask you about Torgal. Something's not right with him. He isn't ill, is he? I don't think so. But according to Lady Karen, he seems to have lost his appetite, which is certainly a new development. She says he's hardly been touching his bones of late, and she believes it may have something to do with what happened at Rosalith Castle. I rather think she might be right, though not about his appetite. All canids are instinctively inclined to crack open bones for the rich marrow that resides within, and I see no reason why a frost wolf should be any different. Accordingly, I suspect it is not a lack of appetite that afflicts Torgal, but a surfeit of it. If we assume that his newfound magics require additional nourishment to sustain, it may well be that the bones Lady Karen is accustomed to providing are no longer sufficient. Frost wolves, after all, habitually prey upon far larger animals, whose bones may yield altogether different nutrients. As to where one might find a suitable substitute, some antelopes that graze the meadows of eastern Rosaria have been known to grow to a size more than double that of their lesser cousins. I don't recall ever seeing any that large. And little wonder. The oldest and largest such creatures rarely leave the safety of the highlands for fear of predators. The last elder antelope sighting I recall hearing about took place near Cressida, and that was long before the village was abandoned. Even so, it seems like a good place to Cressida, start. das ist da, wo ich Atlasfaun gekillt hatte. Was hat er gesagt? Waldmann sei. Wieso kriege ich die ganze Zeit Quests so auf ganz normale Weise und plötzlich 3 Quests auf einmal vom Post vor? That's fishy. Is that the thing Tomes helped him in? Mid told me she was building a ship. Ja, nee, mit dem müsste ich gar nicht reden. Das ist noch von vorn. Ja, das mit Rumba, das hab ich ja schon gelesen. Ach Gott, ey. Nase. So, this one now. Clive, did you get my letter? That's why I'm here. Shh. Otto won't be listening. Is this better? A little. Listen, I've some bad news. It turns out the hideaway may be slightly behind in its payment to certain lenders, and it may be my fault. But I swear to the goddess, I thought I had the numbers square. Sadly, that square turned out to be more of a circle. 0, you might say. I can straighten it out, I swear, but it's gonna take some time, and I'm gonna need help keeping it from Otto. Bit late for that, I'd say. There you are! What a surprise! So let me get this straight. You forget to pay our lenders what they're due, and instead of coming straight to me, you get Clive to come to you. And I will dig you out of the hole you've dug for yourself. Clive, the man in charge of the place you've been cheerfully trying to bankrupt. And you thought this was a cunning plan. Why? Well, who needs paying? Oh, just Martha. And the dame. And, well, Lady Karen. But only 500 talents. We owe 3 of our most trusted friends 5 million gil. Yes. Each. 5 million. What the fuck? Each. They lent us the bulk of the money we used to rebuild the hideaway, you see, and, well, I must have made some sort of oversight. 15 Millionen. Those ledgers were my responsibility. And it was my decision to entrust them to you. This is my fault. Do we have that much to hand? I can always ask my uncle. No, we don't. And no, you won't. We've lightened Lord Rosfield's purse enough.
After the king's ransom we had off him, he deserves better than to see our begging bowl. Besides, we'll need to learn to stand on our own if we're gonna make this work. All right. But that doesn't mean you have to shoulder the burden yourself. Is there anything I can do to help? There might be. How'd you fancy taking these to Martha and the dame? Rocks. Rocks, he says. Worth 1,000 talents apiece, these are. A little something Sid and I set aside for when times got lean. And I reckon 15 million in overdue debt probably qualifies. I just hope our associates' eyes are a bit more discerning than yours. I'm sure there will be. Should be me making the rounds, really. But you know how it is with this place. Orders to bark, asses to wipe and all that. I know. Which is why I don't mind going in your place. Wipe my ass, please, senpai. Go. Do you know why I only gave Master Clive here 2 star rubies? Because you'd rather Lady Karen killed me. Because I'd rather Lady Karen killed you. Yes. Well, I suppose this is goodbye then. Don't worry. I'm sure Karen will understand. Really? Do you think so? No, I don't. Rest in peace. So, das war's. Die Quest angenommen, die gehen. Und alles so weit gemacht, wie ich machen kann, ohne das Versteck verlassen zu müssen. Jetzt muss ich auch Quest weitermachen. Ob ich will oder nicht. Was machen wir jetzt nochmal? Grenzgänger. Ich kann mich nicht zufälligerweise wieder wegporten, oder? Oder halt doch. How are you feeling? Ich warte erstmal das ab, was sie sagt. Thanks to Taya. I'm glad to hear it. And Torgal helped too. Didn't you, boy? Good boy. Muss ich wieder streicheln. Ups. Geht irgendwie nicht. Manchmal geht das einfach nicht. Ja, scheiß drauf. So, machen wir mal das hier als erstes. Ich muss hier dieses komische Schwert finden. Wo Lord so gekauft hat, was ich wieder für sie hieß. People take notice of wealthy men. Genau. Shouldn't be too hard to track down Karen's collector. The Centrate's fang is gone. Back again, Mother are you? Crystal gone. Any more trouble and you'll be barred for life, however deep your friend's pockets might be. We don't know for sure. Yeah. It could have just been a tremor. Listen, I've got this theory. The fallen, I don't think they all fell. Some of them are still living among us. You could be one of them. I could be one of them. Ein Schildkrötenpanzer auf dem Rücken. Nee, ist noch Panzer. Welcome. If you're hoping for a bed, I'm afraid you'll have to look elsewhere. One of our wealthier patrons has purchased the use of every room, hoping to keep out the riffraff, as he puts it. Where's the bitch? Alright. My reputation will be ruined! Ruined! Calm yourself, Lord Ignac, I beg of you, before you do yourself a mischief. Pardon the intrusion, but... Out! Get out! I paid for these rooms so I wouldn't be disturbed. Leave me be! Please, allow me to apologize. His lordship is going through a difficult time, and he's never been fond of guests arriving unannounced.
Redeem! Get rid of the filthy oaf this instant! Very good, Lord Ignac. Would you mind stepping outside for a moment? I'm sorry if I've caused you any trouble. Ignac. Oh, no. That's just how his lordship is. Though the morning's events have left him somewhat fractious. He has been dispossessed of his luggage, you see. The thieves also made away with a considerable amount of coin. Coin the innkeeper will soon be keen to collect. I don't suppose a certain blade was among the stolen items. A single-edged sword. It was purchased from a merchant friend of mine. Ah, you know Lady Karen. Yes, I'm afraid it was. Then I'll retrieve Lord Ignac's luggage. But I have one condition. I want that blade. You are welcome to anything that is within my power to grant. I want an audience with Lord Ignac. A few minutes should be enough. Then I'll be on my way. A condition I would be a fool to refuse. Of course, you shall have your audience. I don't suppose you saw where the thieves went? I did not, no. Though some discreet inquiries made on his lordship's behalf mean that I know where you might find them. The bandit's bed. Every ill-gotten coin in Dalamel is said to pass through that disreputable corner of the Valcroy. Bandit's Bed heißt Banditenbed. Warum ist das dann dunkel ist? Ignac in your absence. Immer diese and arrange for an audience upon your triumphant return. That will be very kind of you. Farewell, and best of luck. So, wohin? Dort vorne anscheinend. What is this? Ah, das ist die Hauptquest, ja, nein. No. So, Valcroy-Wüste, dann ganz nach Norden muss ich. Oh, bleibt da stehen. Alright. Gegen euch kämpfe ich nicht. Keine Sorge. Hier lang. Ja, ich habe so viel Quests aktiv, dass sie nicht mal da rechts am Rand steht. So, gleich sollte ich da sein. Scheint irgendwie ein kleines Gebäude oder sowas zu sein. Ne. Wait. Gerade dabei, das Kabel anzuschließen. Come on, lads, let's tear the bastard's head off. Voll eingefallen, geil. It's over.
Wrecked. This must be Ignac's luggage. Nothing seems to be damaged. Irgendwann mal looten. All right. Let's get it back to Dalamil. Ah, voll angenehm. Direkt bei den Typen gespawnt. I hear I have you to thank for the return of my effects. What shall I call you, my good man? Wyvern. Glad to make your acquaintance. A formidable name indeed. Well, Wyvern, I appear to be in your debt. Radim here tells me you wished for an audience. Is that all? A few moments of your time should suffice, yes. You're a peculiar fellow, Wyvern. All right, speak. Master Wyvern was wondering if you could tell him about a certain single-edged sword you recently acquired. Oh, a true work of art, that one. Karen drove me hard on the price, but I would have sold her Radim here to get my hands on that sword. Radim. It was made in the Outer Isles, far beyond the Twins, and is used exclusively by the practitioners of a unique school of swordsmanship. Samurai. No combat should ever exceed a single strike, and hone their blades to such perfection that none ever does. Each sword is made for that one perfect stroke, and for that stroke only. They crack upon a second blow. There's a brutal sort of beauty to it, really. But how do they hone such an edge? Fine question. Why, they use a whetstone, of course. Whetstones, rather. A whole array of them, ranging from the coarse to the fine. 10,000 licks with the sharpening stone, then 10,000 more. But it is the final stone which lends the blade its legendary sharpness. A mineral quite foreign to this great realm of ours. And that is the key. The secret ingredient. Wyvern, it occurs to me that my little lecture is hardly equal to services rendered. Take this, together with my regards. The very stone of which I spoke, far rarer among collectors than even the blade itself. And a far more fitting payment. Thank you. Pardon the intrusion, my lordship. However, it is long past time we prepared ourselves to depart. So it is. I am locked in bitter competition with a rival collector of curiosities. I am one step ahead of the unscrupulous scoundrel, but he is hard at my heels. And there are many other collectors out there. Too many to count, but only one do I consider my nemesis. Lord Byron Rosfield. And is a perennial thorn in my side. I can imagine. Farewell, Wyvern. May our paths cross again. Radim, we mustn't dawdle. I think his lordship is rather taken with you, Master Wyvern. Thank you again for your assistance. Coming, my lordship. I'll be right there. Trust Uncle Byron to find such an interesting rival. Now, let's see what Blackthorn makes of this whetstone, shall we? Unerwartete kleine Wendung. So. Nächste Quest. Ich gehe hier hin. Ah ja, ich muss Martha diesen komischen Sternrubin geben und dann gucken, dass ich diese Antilope da finde. Ich gebe erstmal dieses Steindings da.
Clive, we weren't expecting you. I wasn't expecting to be here, but it seems we still owe you a considerable amount of coin for your help with our rebuilding efforts. And though I doubt it's what you were expecting, we were hoping you'd take this as payment. Im Prinzip geben wir denen das Geld doppelt zurück. A star, Ruby? I can't accept this. It's worth at least twice what you owe me. More if you can find yourself the right buyer. Think of the difference as interest. Interest? If word got out I charged that much, no one would ever borrow from me again. Anyway, why are you the one here asking me about this? I'd have expected Otto. Bit much sending the Lord Marquis out to settle your debts, isn't it? The old goat working himself to death again? Something like that. Most days I think he's the only reason that highway's still standing. Same as always, eh? Back when the place was nothing but a twinkle in the eye of a recently retired Lord Commander, word is he was the first one Sid reached out to. Probably knew that without his strong arm and level head, the idea would never get off the ground. Sid may have been the face of the hideaway, but Otto's always been the backbone. And when Sid passed away, we were all worried that would be the end of it. That Otto would just give up. His death was hard on everyone. But it must have hit Otto hardest of all. But he didn't give up, did he? Quite the opposite, in fact. If I recall, he was the one who nominated you as Sid's replacement, and rallied the rest around you. I reckon what he saw in Sid, he saw in you too. And don't we all? Doesn't hurt that you're half as stubborn and twice as handsome, neither. That, and you keep good company. I suppose I do. So, damit wäre das geschafft. Muss ich nach da hinreiten. War der Tränke und so? Weiß ich jetzt nicht. Guck ich halt am Händler. Und yes. Wird auch full of shit. Isabelle, ich weiß gar nicht mehr, wer Isabelle sein soll. Achso, das ist diese Madame Tussi, glaube ich. Oder? Doch, ja, muss sie sein. Ich hätte ja gemeint, dass wir noch der Madame Arthur und Sharon was schulden. Mal gucken, ob die Weißantilope dann irgendwie besonders krass ist oder sowas. Königsbomber interessiert mich, ob das jetzt... Ist er das? Nee, das hat nur irgendeine Antilope. Die Kamera hat so komisch reingezoomt. Ich dachte schon, das ist die Antilope gewesen. Go away. Giant Antelope. Ist das Ding? I doubt we'll find one bigger than that. You hungry, Torgal? Das sind mehrere. Come at me, boys. Get smacked. Farewell. Die Faust ist ähnlich wie eine Shotgun, sobald man nicht direkt vor dem Gegner steht. Gibt voll viel Schaden, einfach flöten. Now. Will it be enough, I wonder?
She likes it. I say that answers my question. Which means we owe the lawsman our thanks. You're just a big puppy, aren't you? Big puppy. A very big puppy. You do know you can take that with you, Torgal. Lady Karen will be relieved to hear you've got your appetite back. Come on, boy. So, damit wäre das auch soweit fertig. This one next. Ich muss der komischen Prostituierten diesen Stein geben. There's talk at the glass gate. How the hell is anyone supposed to... Hab schon lange nicht mit der geredet. Did you hear? The gates to heaven. I want to see you again. It's all right. I'll be waiting. Lol. Geh. Hidden Geister. Sweetwater and oil of talc. Stop. Milady, I come bearing gifts. Gifts? Whatever is the occasion. Ich will das mal vorlesen. Einer von 3 kostbaren Edelsteinen, die Sid vor Jahren schafft und für schlechte Zeiten beiseite gelegt hatte. Otto ist der Meinung, dass im Versteck edengene Zeiten angebrochen sind und möchte die Rubine zur Begleichung von ausstehenden Schulden bei Karen, Martha von Marthas Rast und Isabelle vom Schleier nutzen. Also einen hätten die sogar tatsächlich noch, theoretisch. Oh my. Clive, you really have outdone yourself. Otto asked me to give it to you. To settle the hideaway's debt with the veil. And to compensate you for the time it took us to do so. You disappoint me, Clive. I thought you might finally be warming to me. Nah, bitch. Never. Tell Otto he can keep his baubles. I tried to tell him as much the first time around. The man owes me nothing, nor does the hideaway. My contribution to the restoration effort was made freely and willingly. It was the least I could do. You once told me Sid did you a kindness. I'd like to do the same. Please, accept it. For my sake. And for Otto's. For all of us. For all you've done. It is rather fetching, isn't it? Very well. Otto is lucky to have you, Clive. I doubt anything could ever replace his son. But you and the others at the hideaway are the closest thing he has to family. Otto had a son. Son? Long ago, yes. Sid told me Otto lost him when he was just a boy, and blamed himself for not being able to stop it. I don't know how it happened, whether there was anything he could have done, but it was clear that it weighed heavily on him. I didn't know. How could you have? I doubt anyone did. Besides Sid, I've never met a man more keen to bear his sorrows in stoic silence. An ill habit, given that both have always been surrounded by friends desperate to help them. I'm beginning to see that. Go will want to know the stones were delivered. If he's still with us. So. Das ist jetzt auch gemacht. Was fehlt denn noch? Das ist ja noch theoretisch. Da müsste ich erstmal weitermachen. In der Hauptquest. Ne, ich gehe erst zum Versteck. Dann kann ich 3 oder 4 Quests beenden. Mach mal die von dem da als erstes. Mid told me she was building a ship.
Garcia. Good. Still alive, I see. Gott, der So spricht Lady noch ganz Karen anders accepted aus. the ruby. Ah, about that. I tried my best, but she was just too stubborn to take it. She threw it right back in my face, in fact, and told me I could stick my stupid stone where the sun don't shine. Karen refused payment. I hope it wasn't something I said. I'm sure you were as tactful as ever. Let me see what I can do. Oh, wonderful. I hope you have better luck than I did. How are you doing? What is this? Oh, this time Otto really will have my head. Quick look. Gibt's irgendwo noch mehr Quests zum Annehmen, oder? Seen enough? Okay, aber die Quest wusste ich schon. Achso, ich habe die Königsbombe noch gar nicht gemacht. I don't know where Sid gets the energy. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. So, erstmal du. Lady Karen, Goad tells me you weren't happy with our offer. Would you prefer the debt was repaid in coin? What debt? I don't recall lending any of you like me hard-earned gil. I may have tossed a talent or two in the Hideaway's coffers, but those were donations, and you can hardly call it charity if you go asking for it back. Of course not. But one good turn deserves another. And our circumstances have changed. Surely you wouldn't shun the gratitude of a pauper who happened to have become a prince. Oh, so you're a prince now, are you? Fine. But I'm selling it and taking what I'm owed, then you're getting the rest whether you like it or not. Alright. Ich hab nichts dagegen, wenn ich für jungen Geld plötzlich kriegen werde. Where'd you even get this? A decent trader might nab 1,000 talents for a star ruby. A canny one, meanwhile, might claim it were nicked from the belt of Sid the Outlaw himself and ask twice as much. Might be I already have a buyer in mind. Might be you even know her. A fine continental maid whose beauty's only eclipsed by a guile in commerce. Die hat schon einen Stein von der Ausrip. Bringt ja nichts. Not at all. Oh, servus. Just be sure to Willkommen tell her zurück, that it's Fest. always a pleasure doing business. Ich mach gerade 100 Millionen Nebenquests. Anscheinend hat mir 15 Millionen Geld Schulden. Delivering all 3 stones. Thanks to this lump. I sometimes wonder what I pay you for. Und der Typ, der hat vergessen, die zu bezahlen. I still haven't been paid last month's wages. Oh, so you remember what's owed to you then? Get your ass behind that disc of yours and don't get up before those ledgers are square. Right away. Oh, geil. I've seen that before. Yeah. Plenty of times. It was the only goblet Sid ever used. Either out of habit, or because the filthy sod couldn't be bothered to find a clean one. I knew so little about him. Like most people. Davon erfahren, dass dieser Otto da mal einen Sohn hatte, der anscheinend gestorben ist, noch im Kindesalter. Hat er nie erwähnt. Haben wir von irgendeiner anderen Tossi erfahren. Before he died. 20 summers, give or take. Back in the day, I was a purser on a trade ship. That's life, I guess. I met him. He bought passage to... I forget where. But having nothing better to do on the long nights, we set up drinking island rum till the morning bell dragged me back to my duties. Quit my post not long after that. On account of making a fine maiden's belly fat. But me and Sid stayed close, promising we'd one day sail the seas again. That was before fate stepped in and said she was having none of it. The magic woke inside my son soon after his first name day, and there was no hiding his knack.
Couldn't you and your family have... My family were the ones who summoned the constable. Wanted the monster taken away. I couldn't turn my back on him. Forget what I felt. And I couldn't for the life of me understand how they could. Luckily, Sid was of the same mind as me. It was him who stood beside me when all I wanted was to tear the whole world down. Him who cried for me when I had no tears left of my own. Him who swore he'd do everything he could. JRPG. Doch, ja, ein paar. And he was true to his words. Star Ocean zum Beispiel. Left the Royal Army once Die and gesamte for all. Spielerei. Oder His ranks, his ribbons, gone. East, Wise, keine Ahnung. YS schreibt man das Spiel. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich habe bestimmt doch ein paar gespielt. Spontan fallen mir jetzt aber nicht noch viel mehr ein. Star Ocean kann ich aber empfehlen. Der neueste Titel nicht so sehr, aber die davor sind nicht schlecht. Was geht jetzt ab? He was always too clever for his own good, was Sid. Hallo, man sieht die Vergangenheit. Saw the world for what it really was, while the rest of us were content to go along with the lie we were shown. And it can't have been easy, bearing that burden alone. Ja, auf jeden Fall. Richtig gute Spielereihe. Demnächst kommt, oder vielleicht ist er schon, ich glaube demnächst kommt der zweite Teil so als Remake raus. Das ist eine Mischung aus Pixel-Grafik und eine Mischung aus moderner Grafik. Sieht richtig cool aus. Das ist der einzige Teil, den ich nicht gespielt habe, weil es den nicht für modernere Konsolen gab. But I couldn't even do that. Ignore me. Just the ramblings of a tired old man. Leave that lot. I'll tidy it up in a bit. This is Sid's handwriting. Ich könnte sowas nie merken. Yeah, Otto. Also ich wüsste nie auswendig, wie die Schrift von irgendeinem Freund aussieht. But I wanted you to know, this place would be fucked without you. This place will be fucked without you. Love you, you grumpy old sod. This note. Hmm? What about it? Sid was right. Without you, we'd all be lost. He should have bloody well said so then. Just once. Before he went. But then, why would he? Him, or anyone? I'd only have told him to piss off. Big sad. You're wrong, though. Both of you. It was never just me keeping the hideaway afloat. It was all of us. I just shoved people in the right direction. I barely seem to be able to do that anymore. Wie kommst du eigentlich auf JRPG? Was machen die da, Biert? Would you rather go at the helm? Well, maybe I've got a few more years left in me. I'm going to hold you to that, Otto.
before you go, Sid would have wanted you to have this. But that's... Hast du selbst schon ein paar gespielt? Just fine. Die Katze geht echt lang. Also das ist echt viel Story jetzt plötzlich drin in so einer Nebenquest. Thanks for the ray of sunshine. I'll see if I can't pay you back. Already have. Ruhm, oh, Sids Kelch, bestimmt so eine Erinnerung. Ah, jo, ist das so ein Erinnerungsstück? Okay, damit wäre das schon mal dann. Da kann ich jetzt zu Sharon, glaube ich, spricht man das aus. Dann noch zu Schledern. I noticed you and Torgal had gone off somewhere. Take him for a walk, did you? You could say that. Die hat sich Sorgen gemacht, dass Torgal nicht mehr richtig frisst. So, Molly's leftovers weren't good enough, eh? Torgal hat wohl irgendwie sein Essverhalten verändert, seitdem er jetzt Kräfte gekriegt hat. All right, no need to shout. Now we know what you're after, I can see about getting some in. Speaking of which, I brought one for later. Can I leave it with you? One for later, sagt er und gibt dir da 5. You can, eh? I'm nice like that. In return, you can thank Tomes for me. The bloody know-it-all. I was just on my way to see him. So, was will der Boy jetzt von mir? Oder ich von ihm? Ah, Clive. Hello, old boy. Were you able to locate your quarry? We were indeed, Lawsman. You pointed us in exactly the right direction. And Torgal's been a very happy hound ever since. Very good, very good. Lady Karen sends her thanks, by the way, for your part in solving the mystery. Ah. But that reminds me. After your last visit, I found myself pondering Torgal's talents. Do you recall our conversation concerning Lady Jill's role in Torgal's transformation? Yes. About how she somehow woke the power within him. Precisely that. A reasonable conclusion, I thought. But one which raised certain questions in my mind. You see, the Fenrir of legend served Shiva and Shiva alone. And while the powers attributed to him are certainly impressive, the records imply they are somewhat different in nature to those you described Torgal as having used. What are you suggesting? That Torgal may be the beneficiary of more than one icon's power. Consider that in addition to Lady Jill, he has served as a loyal companion to you, your brother, and even the late Sid. In short, the icons hitherto near at hand, or should I say at paw, have been diverse and plenty, and that number has only grown as the realm's dominance have fallen to your sword. One can but speculate as to how all of this has affected Torgal. He has seemed more fierce of late. And if I am not mistaken, he will grow fiercer still. We are fortunate indeed to be able to count him amongst our allies and not our adversaries. Oh. He's more than an ally. Ich frag mich, wie viele SPS eigentlich noch gibt, die wir so in uns dann aufnehmen können. Also es sind noch 3 Stück, von denen man definitiv weiß, die wir noch nicht haben. Odin, Bahamut und Shiva. Kavals Reißzahn. Erhöht Torgal als Angriffswert geringfügig. Warte, muss ich das anziehen? Wenn ja, dann bringt mir das eh nichts. Drei Stück könnten hinkommen. Hier vom Platz her. Müssten 3 Stück sein, die da noch reinpassen.
Das heißt, wir kriegen wahrscheinlich irgendwann noch Shiva, Odin und Bahamut. So. Aber als Reichszahn tatsächlich, ich muss das rausrüsten. Mache ich nicht. Wäre voll unnötig. So viele verschiedene Dinge mit so vielen verschiedenen Effekten. So wenig Teile. Ausrüstungsplätze. So, what now? Schledern als nächstes. Gar keins. Neutral. Also es gibt das neutrale Element. Der müsste neutral sein. Bahamut auch, hätte ich gesagt. Sorry for the wait, but hopefully you'll agree it was worth it. You learned something about that sword then? I did better than that. A whetstone? Yes. But not one you'll find anywhere in Valisthea. Odin ist aber einer der coolsten S-Bahn, die es in Final Fantasy gibt, finde ich. Ich finde Ifrit saugeil, Odin und Bahamut. Das sind meine Lieblings-S-Bahn. Jeden Teil. Might not be so bad if all you ever fought were duels. Good luck on the battlefield. Your second opponent would be your last, no matter how good you were. Even so, is there some way it could be used to give the curse breakers an edge? I think so, yeah. With this whetstone and the right kind of steel, I could probably even make a twin of the blade that rattled me. But there'd be no replacing this little rock once I worn it down to a sliver. I reckon we get a dozen swords from it, if that. Swords that the curse breakers wouldn't know how to wield properly, and that would see them through a single fire piece. Nah, no point trying to copy that thing. Be about as much use as a wax anvil. But finishing our blades with a whetstone this fine, now that's something to consider. And what's finer than fallen masonry, eh? Or more hard-wearing, for that matter. Just imagine it. Good Valisthian steel with an edge as sharp as any found in the Outer Isles. I won't make a copy, nah. I'll make something much better. I'm sure the curse breakers will be delighted. Just don't push yourself too hard. Don't you worry about me, Sunshine. I've been working day and night since I was half your age. Die labern alle so dumm, Hey, thanks, Clive. I mean it. I owe you one. August too. It's good to know someone's looking out for me. You'll be happy to hear you said that. And I'll see that my debt to you's paid. First new blade I make's got your name on it. You come and find me when you've got the materials. Right. I will. Mission completed. Ja, bestimmt kann ich mir schon bald wieder... Was? Excalibur-Bauplan? What the fuck? Eine Anleitung zur Schmieden eines Schwertes, das dem eines legendären Königs in nichts nachsteht. Excalibur, okay. Kann ich das craften? Ich würde sie jetzt craften. Like, right now. Let me craft that shit. What do you need? What do you want? Ich bin bei Herstellen. Ja, hier ist Excalibur. Bomberglut. Ah, ich muss... Bomberglut kriege ich gleich. Das kriege ich gleich. Ich muss nur die eine Quest beenden. Anything else? Okay. Moment, ich muss kurz lesen. Ich habe ein Bild gemacht davon, wo es den Bomber geben soll. Der Topf in Sanbreek. Sanbreek. Sich, wo Sanbreek ist. Ist das Sanbreek? Nein, das ist Rosaria. Das müsste Sanbreek sein. Ja, das ist Sanbreek. So, der Topf steht da nirgendwo. Das heilige Auge, heilige Hand, Ostwache, Schleier, blablabla, irgendwas mit Werkstatt. Namenlose Kirche, Tor der Büße.
Westwache. Tor, bla 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 bla. Moment, ich lese das nochmal. Eine Fluchbrecherin auf dem Weg zu den kaiserlichen Jagdgründen nahm vor kurzem eine falsche Abzweigung und fand sich plötzlich in einer nahegelegenen Waldstück wieder, wo sie auf die Ruinen eines Luftschiffs der Gefangenen stieß. Und darin auf einen riesigen Feuerball. Auf dem Weg zu den kaiserlichen Jagdgründen. Kaiserliche Jagdgründe. Da steht kaiserliche Jagdgründe. Hier ist ein Gebiet, wo ich noch gar nicht war. Okay. Vielleicht was Neues freigeschaltet mittlerweile. Muss ich mir das mal markieren? Markierung setzen. Fly, Ambrosia. Ich habe an sich auch irgendwie in letzter Zeit voll Bock, einfach mal irgend so einen stumpfen Shooter zu spielen. Sowas wie Far Cry oder sowas. Ich habe Far Cry 4 auf meiner PS5 drauf. Vielleicht spiele ich das ja mal. Aber ich spiele jetzt erstmal das hier durch. Ich will. Was ist das für Geräusche probiert? Ich spiele jetzt erstmal das hier durch. Ich will nicht 100 Spiele gleichzeitig anfangen. Kaiserliche Jagdgründe. Ist hier dieser Topf? Ah, da ist der Topf tatsächlich. Hier war ich doch gar nicht. Kein einziger Gegner hier auf dem Weg. Gehen wir erstmal da. Was geht hier ab? That'll do, girl. Großes Gebäude, okay. Himmelshall. Wir kommen bestimmt irgendwann mal noch irgendwas, wo ich hier hin muss. Nothing else. Come on. Wie stehst du so zu Shootern First? Faster. Ich spiele nicht oft welche, aber hin und wieder ist schon nicht schlecht. Auch COD habe ich mir geholt. Das MW1, glaube ich. Nicht 2. Also das neue MW1. Ich glaube, das neue MW2 habe ich nicht. No need to ride from here. Naja, da sind sie schon. Beziehungsweise da ist das Ding schon. Gott, sieht das Ding aus. Königsbombe. Und angezündet sah das Ding voll fucking strange aus, ey. What we have here. Greetings, Your Majesty. Alter, ich trage gerade die falschen Knöpfe hier. Bro, was macht er da? Bro. Oh. Oh shit, was gibt mit dem ab, Alter? Und hier haben wir mehr von denen.
ey. Bruh. Ja, schieß mich noch öfter. Was geht denn dir? It's over. Finally. Jetzt muss der mir dieses Bomberglut geben. Sehr gut. Kann ich Excalibur erstellen. Your reign is over. Now to collect the ash. Und für die Quest muss ich den Shit hier anscheinend noch aufheben. This looks like the stuff. Let's see if there's any more. Für die Wissenschaft. Achso, stimmt, ja, das ist für diesen einen Assistenten von mit. That should do it. If a wine needs more than this, he can fetch it himself. Hier, Versteck. Ich gehe erstmal die Quest beenden. Is that the thing Tomes helped with? Und eventuell habe ich genug Ruhen. Ah, yes, tatsächlich habe ich das. Nice. So, was kriege ich jetzt als Belohnung? How may I help you today, Clive? 715. Medaillon des Hohepriesters, okay. Ein himmlisches Licht, der gütige Gwigor lehrte uns, wer an der Seite der Elenden geht, der dient einem höheren Willen. Wenn wir ihre Worte für wahr nehmen, haben wir kein Recht, einen auf jenem Weg Wandelnden als Geächteten zu bezeichnen. Ein ergebener Diener. All yours. Gib mir den Loot. Was bringt das? Erhöht das Potenzial von Supertränken. 25%. Das ist jetzt nicht so. Naja, okay. I take it. Werde ich nicht nutzen, aber dann habe ich es wenigstens, I guess. So, hier hast du deine verschissene Bomberasche. How's that hunt for the bomb ash going? I have it here. Na, ich vergesse jedes Mal, dass ich das noch extra bestätigen muss. That's the stuff. And plenty of it too. Enough to keep the Olympic bubbling away for a good old while. You're a gent, Sid. Let nothing say otherwise. Right then. Let's get this contraption up and running. There we have it. The Telemon Alembic. And it works just like the chief said it would. Very impressive. Says the man who cut down a burning boulder. Speaking of which, I still haven't returned the favor. There's no need. The good it will do for the hideaway is reward enough. Don't be silly. Was kommt denn? Let me take a look at that bag of yours. The one you keep your potions in. Also ein bisschen quietschig, ja. What kind of magic? Der hat aber auch eine an der Waffe. Well, we happen to have isolated a substance in our test run of the Alembic that I reckon will make even the toughest lever supple as anything. Thought we might use it to breathe new life into old boots and the like. Save the hideaway a few gil. But I reckon if we slap a bit on your bag, it'll loosen it up enough for you to squeeze in a bottle or two more. Well, it can't hurt to try, I suppose. That's the spirit. Leave it with me. Kann ich gleich mehr Tränke mitnehmen? Nix dagegen. Well,
What do you reckon? It certainly feels more flexible. Right? Told you. Thank you. I think. No. Thank you for supporting Mid and the rest of us in our endeavors. Without you, Kennst du we'd eigentlich never been able to Starfield? discover wonders like that stuff I rubbed on your back. And I'm telling you, there's plenty more where that came from. Behandelter Trankbeutel wird zur Vergrößerung der Kapazität von Mitteln benötigt. Guter Shit. Echt nicht? Das ist das neue große Spiel von Bethesda. Von den Skyrim-Machern. Das ist wie Skyrim nur im Weltall im Prinzip. Und riesengroß angelegt. Das erste Spiel, das Bethesda dann released, nachdem Microsoft die aufgekauft hat. Das sind voll viel mehr Tränke. 2 Heiltränke mehr, 1 Supertrank mehr. Die anderen brauche ich nicht zwingend, aber der Rest ist krass. Soll irgendwie zigtausende von Planeten haben, die man erkunden kann. Wird mega hochgehypt, bis zum geht nicht mehr. So, jetzt gehe ich mir das Schwert da herstellen. Ich glaube, Anfang nächsten Monat kommt das raus. Ich werde mir das wahrscheinlich holen und dann hier streamen. Normalerweise hätte ich es mir nicht geholt, weil das ist PC bzw. Xbox Exclusive. Und Singleplayer-Spiele spiele ich eigentlich immer nur PlayStation, aber da es ein großes Spiel ist und ich dadurch vielleicht ein paar neue Leute, ich kann nicht reden, Subscriber dadurch kriegen könnte, würde ich mir das holen. Wahrscheinlich, wird auch ein gutes Spiel sein, würde ich jetzt einfach mal sagen. Normalerweise spiele ich halt sowas auf Konsole, aber scheiß halt drauf, spiele ich halt auf PC. So, will it be? Ich weiß jetzt schon, dass ich voll wegschmelzen werde in dem Zimmer. Mein PC wird wahrscheinlich voll durchdrehen. Excalibur. Auch wenn moderne Theaterstücke wie die Abenteuer des Sir Crandall sich viele dichterische Freiheiten herausgenommen haben, sind sich Historiker einig, dass Valisthea einst für kurze Zeit unter einem einzigen König und seiner treuen Gefolgschaft von Rittern vereint war. Ob er tatsächlich gekrönt wurde, weil es ihm gelang, ein Schwert aus einem Felsen zu ziehen, bleibt jedoch ein Rätsel. No scratches, Nicht schlecht, jetzt habe ich fucking Excalibur. Ja, das PS4 sowieso, das ist ja fucking Düsenjet. Die PS5 ist da sau angenehm. Die ist richtig leise. Hab da nie Probleme mit der gehabt bisher. Auch jetzt nicht. Ich meine, die hat definitiv gut zu schaffen mit dem Spiel hier, ja. Man sieht hin und wieder so ein paar FPS-Einbrüche. Aber ich höre die Konsole gar nicht. Hin und wieder höre ich vielleicht das Blu-ray-Laufwerk. Und das war's. So, was jetzt? Hier lang. Richtung Hauptquest. Das sind die letzten Nebenquests dort, die ich noch machen kann. Ich frage mich, wann die sowas wie eine PS5 Pro oder so rausbringen werden. Und wenn die eine rausbringen, was für einen Unterschied das haben wird. Ob die dann nur so ein kleines bisschen stärker sein wird oder wirklich merkbar. This used to be a trade route for merchants crossing the Scars, till the Republic laid a new road wide enough to let wagons pass, and all official traffic moved there. Mittlerweile sind ja schon 2 neue Grafikkartengenerationen rausgekommen, seit die PS5 draußen ist. Ich glaube, die Grafikkarte der PS5 ist vergleichbar mit der RTX 2080, glaube ich war es, bin mir nicht mehr sicher. Mittlerweile gibt es ja schon die 4000er Reihe. Weil wenn die irgendwas von Nvidia da reinklatschen, müsste die Konsole ja fucking gigantös sein, ey. Die scheiß Grafikkarten von Nvidia sind hier allein schon so groß wie ganze PCs stellenweise.
aus dem Quiz. Ich kenne mich ein bisschen aus. Ich habe bestimmt schon 20 PCs oder so mittlerweile zusammengebaut. Freunde, Familie. So what do you think? Really? Eigene PCs. Von mir, von meiner Frau. Oh, aye. There's trouble up ahead. And too much of it for us. Das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. I take it there's danger on the road. Man muss sich nicht voll ins Detail auskennen mit den Teilen. Man muss da wissen, was gut und was nicht gut This ist. fearsome looking fellow. You think he'd be equal to the task? Oh, no doubt. Assuming he's willing to hear us out. Well met, friend. My brother and I have been tasked with finding a merchant's missing cart. You seen it by any chance? How does a merchant misplace his cart? Oh, the man's a coward. When he thought goblins might come a-snarling, he ran, leaving his livelihood abandoned in the pass. He sent the two of us to fetch it, but it's gone. Now, I'm not much of a thinker. Schwert sieht cool aus. I know the work of thieves when I see it. My brother's right on all accounts. And by my estimation, the bastards are lying in wait just down the road. We may have seen our share of action, true, but we've not got the skill in arms to boldly brave an ambush. You, however, have the look of a man who needn't fear a band of backwater ruffians. What do you say? Will you help us out? Chances are they'll come for you either way. But if you promise to lend us a hand, at least you'll pocket a reward for your troubles. Jo, mach ich Well, if I'm sowieso. going to have to deal with them anyway. You've clearly got a fine head on those broad shoulders. Also wenn du hast ja gemeint, dass du dir irgendwann mal einen PC holen willst. Wenn du dir einen holen willst, Hoping to dann make a heavy purse in Bocklad. kannst du dich ruhig an mich wenden, ja. Ich such dir was Gescheites raus. Sag's einfach, wie viel du ausgeben willst. Ich such dir was Gescheites für das Geld raus. If we don't find those goods. So, while you're seeing to those bandits, you keep your eyes open. All right. Just don't expect me to drag the cart out of there myself. No. You can leave the cart to us. You just put an end to those bandits and point us in the right direction. You do that, we'll take care of the rest. Aber man muss nur wollen. Ich glaube, das war ungefähr in deinem Alter, wo ich angefangen habe, mich damit so ein bisschen auseinanderzusetzen. I'm not sure I trust those two. But if there are bandits lying in wait. Ungefähr in deinem Alter habe ich mir, glaube ich, meine erste Grafikkarte gekauft. Look lively, you lot. We've got guests. Ich weiß doch, dass die viel zu groß sind für das Gehäuse, was ich hatte. Ich habe dann das Gehäuse voll aufgeschnitten mit dem Seitenschneider. Bullshit. Mir macht das auch Spaß, mit den PCs zusammenbauen und sowas. Ich habe schon für andere Leute, die ich gar nicht kenne, schon PCs zusammengestellt. Also nicht selbst gebaut, aber denen rausgesucht, was sie so brauchen. Rip Banditen. Easy Bitches. Stahlseite, Alter, davon habe ich bestimmt schon 2000 mittlerweile oder sowas. Now, where's that cart? Jetzt habe ich wieder aus Versehen irgendeinen Trank geschluckt, ohne dass ich es wollte.
Keine Tränke, ja. Guess not. Hab ich Tränke gesagt? Tun, meinte ich. Getting all of this out of here will be a nightmare. Seems we've found ourselves the right man for the job, wouldn't you say? Found the cart and didn't leave a single bastard breathing. Our merchant friend will be delighted. And how exactly will he be getting his goods out of here? You leave that to us. After all, it'd be wrong to make such a fine warrior. In die Stratosphäre geschickt. You've done your part. And that's all you need to worry about. Here. It's been a pleasure. Now piss off. There's no need to be so rude, brother. What if we want his help again next time? Ich will dir dann auf die Fresse geben, Alter. What the fuck? Fucking can't. Ich kann mir den Schocker berufen. That is gut. Ist doch voll weit bis da hinten. I see the Dalmex lag behind Rosaria when it comes to bridge building. The fallen ruin should hold, at least. The path continues on the other side. Haltige Asche. Wahrscheinlich auch schon eine Million davon. Oh. Das sind wieder solche Viecher. Ich würde es voll cool finden, wenn man da wieder irgendwie in so eine gefallene Ruine rein könnte. Das ist eigentlich immer voll interessant. Hört sich an, wie wenn ein Wasserfall... Ja. Ich wollte gerade sagen, hört sich an, wie wenn da ein Wasserfall wäre. So this is Zemeckis. A land of the gods. It's even more impressive than I imagined. I remember being captivated by the story as a child. Long, long ago, man was overcome by avarice and challenged the gods in a bid to win their power. The final battle took place here, at these falls. Or so the legend goes. Ja, was für ein Battle. If anyone ever manages to plumb those depths, perhaps we'll learn if there's any truth to the tale. That the gods emerged victorious and punished man for his defiance by visiting upon him 2 curses. Dominance and bearers. To tell the truth, I always thought it strange that the dominant and their icons were deemed a curse. Ist doch eher ein Segen als ein Fluch. The dominant inherited the throne. They were admired and exalted, not spurned. Whenever I got to that part of the story, I always assumed there must be something I'd misunderstood. You had a lot of storybooks, didn't you? In your room, I mean. When we were young. The old legends were always my favorites. Epic battles between gods and men. Father encouraged me to read as much as I could.
He thought it good for my education. You really were a boy like any other, weren't you? Just look at this place. It's enough to make you believe the legends are true. I know. Ist ja auch ein brutal großer Krater. We're not far from Boklad. The road will be busier up ahead. And we'll have to keep our wits Ich about könnte mir us. schon vorstellen, dass da irgendeine abartig große Explosion gewesen sein muss. Da war ja was Ähnliches, als Clive zu Ifrit wurde und Clive? Phoenix zerballert hat. Something wrong? Nothing. It's nothing. Ich wundert, dass sie dann nirgendwo Leviathan mit reingemacht haben. Leviathan wäre voll krass da mit dem ganzen Wasser und sowas. I see the reports are true, Father. You have surrendered the throne to Olivier. I have. Emperor Olivier shall rebuild the Holy Empire of Sanbreque. So, Olivier, das Kind? How is he to rule an empire? The fuck? He is but a boy. I shall advise him until he comes of age. Father, please. Or for as long as I am able. The empire we seek to build needs young Das blood Kind ist einfach to rule, fucking Kaiser. and I can think of none better suited to the task. There is other news, Dion. Hugo Kupka is dead, and Drake's Fang destroyed. The pillars of the Republic have fallen. Ere long, the Imperial banner shall fly over every city in Storm. And then, Valisthea. All shall bow before their Emperor. Father, these are the words of a tyrant. They are the words of a god. The Emperor whom I gladly serve. Great Greeker, made flesh. Was labert er für einen Scheiß? Return to your camp, Dion, and ready your forces. It is time to show the world the true power of Sanbreque. Father. I find you much changed. Is this truly the path you wish to tread? Or are these the ambitions of another? Of Ultima, perhaps? Oh. What nonsense is this? I speak my mind, and my mind only. Aber er hat nicht gesagt, dass er Ultima nicht kennt. Though I do owe Annabella thanks for reminding me of certain truths regarding the nature of nations, of rulers, and of the divine. You would trust the words of this traitress? She betrayed her country. She slew her husband. You have ever been an invaluable servant to Sanbreque, Prince Dion. I trust you will continue to serve your Emperor in the wars to come. Silence! Insolent wretch! You will bend the knee. All else is heresy. Sire, forgive me. This audience is over.
Come, Your Radiance. The Rowena Syndicate awaits your pleasure. Oh, not another meeting with silly old men. They're so boring. I'm hungry, Father. Can't we have luncheon instead? Das komische Kackkind. Checkt gar nicht, was da abgeht. Does it pain you that you will not inherit your father's throne? Joshua war dem Alter voll gefasst und hat verstanden, was abgeht. Count your blessings, Dion. For a base-born child to be chosen by Bahamut is miracle enough. You have risen high on his wings, but you shall rise no higher, lest your impure blood stain the throne. What do you know of my blood? Tossi ist so eine Bitch, ey. Hoffentlich killt man die noch. The Boklab markets are to the north. We just need to... Where the fuck am I? Ah, ich bin... Ja, okay. The coast. Okay. Ja, geil. Wie riesig das ist. Abartig. Ich reite lieber auf dem Schokobo. Let's go. Ich mag beides nicht. Also wenn ich will, würde ich Sprite nehmen. Ich trinke nichts mit Kohlensäure. Ich hasse Kohlensäure, ey. Oh shit, den hab ich nicht gesehen. Eistee, ich hätte immer Eistee wählen. Nimm mal was da war, nämlich über Litchi-Saft. Das schmeckt gut. Das Drachenviech kam jetzt ein bisschen unerwartet. So direkt neben dieser Straße, wo so voll befahren ist. Come on. Yeah. Das big piece of nothing. They've closed the road to Randalar. If the siege breaks, they'll need more than this to stop the Imperial legions marching on the capital. Good girl. Fly, Ambrosia. Okay, wenn da unten eh nichts ist, kann ich auch direkt hochreiten. Oder ist hier was? Wahrscheinlich nicht. Gar nichts. Außer Wow-Zänge. Es ist nicht mal 0,1% mehr, als ich jetzt habe. Schon brutal groß. Richtig groß, ey. What the fuck. Das kommt aber ungefähr auf die Größe hin. Bei dem Krater, wo Ifrit verursacht hat. Aber ich glaube, das ist schon größer. Aber ähnlich groß. Kann man schon vergleichen. More refugees. And they're all making for the crystalline dominion. Because they don't know how to live without the crystal's blessing. No, Doggo. Don't wanna fight.
can walk from here. Was geht hier? Ich hole mir mal kurz was zum Trinken. Bin gleich wieder da. So, wieder da. Crystal's here. We have to keep going. The crystalline dominion is our only chance. This is where we're supposed to meet Goots, isn't it? That's right. Ja, die pflichten im Prinzip alle. Nur Land, wo noch ein Mutterkristall hat. Hurry, man. I must leave for the dominion. Bloody crimson caravans. Eigentlich nur Wasser. Mit so ein bisschen Geschmack rein, sag ich mal. So ein, momentan mache ich so einen Orangengeschmackssirup da ins Wasser. Aber eigentlich nur Leitungswasser. Ist günstig, schmeckt und ich muss nicht die ganze Zeit irgendwelche Getränke schleppen. Hin und wieder, wenn ich wach bleiben will, trinke ich Monster Energy. Mache ich aber eigentlich nicht besonders oft. Ziemlich selten sogar. Ja, 2 Truhen gleich nebeneinander. Ach, bei mir im Wohnzimmer ist es so schön kühl. Die Klimaanlage ist im Wohnzimmer, nicht bei mir im Zimmer. What are you looking for? Dadurch, dass ich aber das Wohnzimmer kühle, wird alles allgemein im Haus kühler. Also ist auch hier bei mir ein bisschen angenehmer als vorher, aber trotzdem besser, wenn das Ding direkt in meinem Zimmer wäre. Aber ich komme hier so schlecht an die Fenster dran. Muss das Ding hier mit dem Fenster verbinden. Das Ding, außerdem wird das Ding voll laut. Wahrscheinlich wäre das viel zu laut für einen Stream. Wonders from across the water. Come one, come all. Feast your eyes. Good sir, can I interest you in... How much? For a measly crust of bread? You won't find any cheaper. Not nowadays. But you're more than welcome to look.
The Empire's unlawful and illegitimate occupation of the crystalline dominion is still in effect. Only those whose business in Twinside has been officially approved by the Republican Army will be permitted to cross the border. All who seek entry are to form a line and ready their documents for inspection. It looks like we aren't the only ones who are eager to leave. And they're checking everyone. Can't you make an exception? Not for the likes of you. We won't get through without that pass. Let's go and find Good, shall we? He must be around here somewhere. They're sweet as nectar. Ja. Oh, da ist er. Hat nicht lang gedauert. Oh, good. There you are. Mit denen so ein Händlerpass kann man bestimmt beide. I'm so sorry. Don't tell Nan, will you? What? Slow down, Good. Just tell us what happened. It's me trader's pass. It's gone. We cannot ride the caravan without it. We won't even be able to get through the flipping checkpoint. Do you remember when you last saw it? Boah, der hat das Safe angeklaut, ey. A minute ago, then a bairn bumped into me and... Yeah. You don't think that they might have nicked it, do you? It wouldn't surprise me. A busy market like this is prime territory for pickpockets. So, to get the pass back, we need to find this child. Where would we even start? I know where! I've got a pal in Bocklad who might be able to help us. No one knows more about what goes on round here than she does. Where do we Die find Familie her? voll lustig. Der ist so groß, hat aber so eine quietschige Stimme und benimmt sich irgendwie voll dumm, ey. Sign's got a red chocobo on it. No time like the present. You two go on ahead. I'm gonna check the rest of my stuff, make sure no one else is missing. All right. We'll meet you there. Let's keep an eye out for this red chocobo then. And the other Red one on purpose. Chocobo. Next to the checkpoint. Die Viecher gibt's auch in allen möglichen Farben. Weiße, gelbe, blaue, grüne. Rote anscheinend noch. Ah, so, das ist mit Red Chocobo gemeint. Looking to hire a coach? It's 10 million for a two-birder to the Crystalline Dominion. Take it or leave it. Oh, we're not here for that. Then I bid you good day. Brett. Oh, wait! Don't go, El. He's me mate. As I live and breathe. Goots, what are you doing back in Bocklad? I gather Lady Karen didn't send you? Nah, fam. She did not. So what trouble have you got yourself into this time? It's me trader's pass. It got stolen. By a little bairn. Of all the... You're the size of a marble. Honestly. Hast du gewusst? Final Fantasy 16 hat sich... You know the markets well. Ja, war das doch mal... Might you have an idea 3 Millionen Mal oder 6 Millionen Mal? could have done this? Moment. We don't intend to punish them. We just need our pass back. Then Zahlen. we can be on our way. I see. So neither of you has a trader's pass either. 3 Millionen Mal. Innerhalb von einer Woche. Hat Final Fantasy 16 3 Millionen Mal verkauft. Was sehr gut ist. Nicht extrem gut, aber sehr gut ist. Aber Square Enix war trotzdem sehr enttäuscht von den Verkaufszahlen. Die haben wohl irgendwie 2- bis 3-fach oder sowas erwartet. But I suspect I know why they did it. Let me explain. Sie setzen sich zu hohe Ziele irgendwie anscheinend. Ever since the Fist marched on the Dominion, the Republic has been clamping down on any commerce that might aid the Empire more than it does us. Which means traders' passes have gone from being merely a way of easing one's progress to being essential if one wishes to cross the border at all.
And with demand outstripping supply, they've become a precious commodity, leading some to seek to acquire them by less than legitimate means. So the children are stealing passes to sell on the black market? Yes and no. Passes are inscribed with the names of their owners, and yet none of the victims' names have appeared on the register of those passing through the checkpoint. Which means? That someone is doctoring the stolen passes. The same someone who is encouraging the children to steal them. And the same someone who has Goots' Ich glaube, ich mache aber gleich aus. Ich will noch ein bisschen chillen, bevor ich schlafen gehen muss. Um 4 Uhr morgens klingt wieder mein Wecker. Which is why we've decided to take a stand. Will you stand with us? You want to get your pass back, and we want to ensure that no more are stolen. Catch whoever's behind it all, and 2 birds shall be slain with a single stone. Is there any other way of getting to the Crystalline Dominion goods? They won't let you in if you're not with the caravan. It's that, I don't know, try swimming across the strait. But the guards will definitely spot you if you try and do that. Like, we don't want to get spotted, right? So either we find the people who took the pass, or give up all hope of entering the Dominion. All right. We'll help. Thank you kindly. But I don't know your name. Eloise at your service. Eloise, sorry. Alter, man spricht die ganzen Namen so. Die meisten Namen in dem Spiel spricht man so viel anders aus, als sie geschrieben werden. Ich hätte jetzt Eloise gesagt, nein, Eloise. The proprietor of the furniture makers by the coach stop is spearheading the search. Wear that, and he will know you for a friend. I suggest that you speak with him first. The furniture makers. Understood. Speichern. Hier. So, wie viel Spielzeit haben wir denn mittlerweile? Oh, das aktualisiert sich anscheinend nicht sofort, oder was? Steht ja immer noch 31 Stunden. Das stand schon vor ein paar Stunden da, als ich das vorher gelesen habe. Erlaubt, das war's aber für heute. Ich mach jetzt aus. Irgendwie bin ich müde. Allerhaupt, Leute, also nicht wundern für, dass ich verabschiede mich immer von, wie wenn mehrere zugucken, obwohl nur einer zuguckt, weil wer weiß, irgendeiner guckt den Stream im Nachhinein, das ist ja auch möglich, dass man es im Nachhinein gucken kann. Allerhaupt, Leute, ich hoffe, das Stream hat euch gefallen. Wenn euch gefallen hat, lasst ein Like da, subscribe und bis zum nächsten Mal.